time's on my side and give me skies of greater chances lost for me today. Don't tell me life is a crime, I'm done being sad all the time. Please tell me that I am wrong. Please tell me that I am wrong once in a while. That's fine, 'cause they'll mend. Me and you don't stay down long, we won't be erased. Here we've got work to do, we always get on, but it won't be our place. Here, if we live a little bit, a little heal a little, what's this all gonna mean for us? We don't have a clue. Live a little, build a little, deal a little, what's this all gonna mean for us? And it's time that we can believe everything we have is beautiful. And despite all that we see, everything we have is beautiful. Spit in their face again, holding you close, one arm, not a end. Einen
Wunderschönen guten Montagabend und herzlich willkommen beim Stream mit der grausligen Webcam-Qualität. Something is wrong hier. Hallo Joe. Servus. Irgendwas passt da bei meiner Cam gerade nicht. Warte mal kurz. Jo, kein Stress. Gut, Cam, schauen wir noch schnell an. Du weißt eh schon Bescheid. Grundsätzlich jetzt dann erst gleich mal mehr oder weniger Reset. Also das Boot habe ich schon gemacht und den Safe Lord ja. Das heißt, die fangen dann auf der Insel am Boot, haben wir gedacht, ist nicht weiter wichtig. Das spüle ich vor, das sparen wir uns und dann machen wir auf der Insel weiter. Da muss ich jetzt so nicht zuerst die Companions zusammenholen, ein paar Skills aufklauben und dann gehen wir mehr oder weniger die Kämpfe an. Also sehen wir dann eh. So, jetzt hat sich die Kamera beruhigt. Perfekt. So wollen wir das. Was sie auch immer dazu bewegt hat. Wenn ich das jetzt wieder zumache, bleibt's. Perfekt. Na dann. Druck mal auf Continue. Und ja, ich freue mich, wenn du dann später wieder da bist. Also nur kein Stress. Wir könnten Musik im Ladebildschirm gebrauchen, aber man kann nicht alles haben. Sehr cool ist auch, dass die Tastatur mit dem Ladebalken gesynkt ist. Also je weiter der Ladebalken, desto mehr rot ist von links nach rechts durch. Also es ist wirklich einfach so zueinander gesynkt. Irgendwie lustig. So. Charakter. Ist immer noch der Fane. Soweit keine Änderung diesbezüglich, außer natürlich was die Skills angeht. Das schauen wir uns kurz an. Bei den Combat Attributes, ich bin jetzt Necromancer und Warfare. Necromancer für Necromancy Spells logischerweise. Ansonsten macht Necromancer, sage ich einmal, relativ wenig, außer dass man halt Heal für Damage dealt kriegt. Also egal welchen Damage, kannst da mit dem Messer zustechen, du kriegst Heal für Necromancer halt. Und Warfare einfach, weil Necromancy Spells in der Regel physical based sein, also macht Physical Damage. Und Warfare increased Physical Damage, von dem her diese Kombination von Effekten. Ja, das ist auf jeden Fall der Plan von dem Ganzen. Necromancer spielen, dass ich Zugriff auf Physical kriege, wie da zum Beispiel habe ich Battering Ram, was nicht ein Knockdown-Effekt ist. Dadurch, dass ich momentan kein Schild in der Hand habe, sondern nur einen Dolch, habe ich Sucker Punch, was auch ein Knockdown-Effekt ist. So kriegen wir halt einfach schon einmal ein bisschen Crowd Control in die ganze Sache eine. Wobei bei Sucker Punch kann es sein, dass ich es letztendlich näher habe, weil ich einen Schild nehmen werde, aber das muss ich erst durchtesten. Nur kurz den Tee fertig machen. So, und ganz unabhängig davon, dass Necromancy cool ist, wenn man als Skelett spielt und hoffentlich effizienter ist als das, was ich letztes Mal gemacht habe. Ja, man kriegt später dann auch noch coole Spells wie Blood Rain und Corpse Explosion. Müsste es alles geben, also jede Menge Spaß, jede Menge Freude. So, das können wir essen, damit wir wissen, was wir kriegen. Water Resistance, das kann verkauft werden. Gut, na dann brechen wir auf.
The child has a small mirror in his hands. He holds it up at angles, inspecting his eyes, his chin, the crown of his head. He spots you, and his arms snap to his sides. I'm not supposed to talk to strangers. Tell the kid to keep to himself then. Fane, muse his words. Many people are strange, but can you truly say one is stranger than another? Undead, tell the child that you are even stranger than you look. Human, tell him not to worry. He can trust you. Tell the kid to keep it to himself then. He shrugs and continues the game with a mirror, inspecting inside his nostrils and around the back of his knees. Ask him what he's looking for. Sauce? They told me I'm a sorcerer. Ich glaub, die wirst nicht mit freiem Auge sagen. The child screws up his face and looks at you hard. He lifts his mirror up to his nose, closes one eye, and looks at himself again. I don't see any sauce on you or me. I guess they're wrong. Or crazy. Tell him they may well be wrong and crazy. Maybe you're right. At least they don't mind where anyone goes. They know we can't leave the island, and it's a lot nicer out here than outside. Ask him if his parents know where he is. They're gone now. The Magisters took them already. I guess now they're cured. And maybe they're waiting for me back at home. Da habe ich so meine Zweifel. See, it isn't safe out here. Your ship was attacked by Voidwoken not far off this shore. But you didn't die. Ask him why he doesn't seem scared. I guess I am. But it's just normal to be scared. Nowhere isn't scary. Say you survived the Voidwoken attack by skin of your teeth. You should really find somewhere safer to go. There isn't anywhere safer. That's what I mean. Okay. You'll see. Take your leave. Grundsätzlich ist mein Plan auch alles so wie da, Effekt Unknown. Einfach einmal essen. Dann kann man besser beurteilen, was wir damit machen. Den Wein werden wir auf jeden Fall verkaufen. Was haben wir da? Bier. Ja, kann man alles verkaufen, bringt Kohle. Apple Juice, gut, der bringt nicht so viel. Mug of Bier. Weg damit. Voidwoken. Those are the same beasts that sank our ship. Damn. They made it to shore. So, Voidwoken. Da können wir da gleich mal eine chargen. Dann ist der schon einmal Knockdown. Dann kann man den anderen noch einmal umwerfen. Den abstechen. Achso, ich bin wieder dran. Stimmt, der hatte nur aufstehen dürfen. Bloody collars were supposed to keep those things at bay. So, und was wir auch noch, wenn ich jetzt nicht Skills, sondern zum Charakter noch einmal reingehe. Aber jetzt habe ich Level Up, oder? Okay, dann kann ich eh gleich was leveln auch. Talente habe ich da mit Elemental Affinity angefangen, das habe ich früher noch nicht gesagt. Lowers the action point cost of spells by one when standing in a surface of the same element. Also zum Beispiel, wenn du im Feuer stehst, seien Feuereffekte günstiger. Und für Necromancy ist das Blut. Blut liegt bald einmal worum, also sein Necromancy Spells bald einmal billiger zu machen. That's the plan. So, irgendwie ist mein Mauszeiger gerade ein bisschen buggt. Drowned and eaten by a Voidwoken. I wonder in which order. Mal kurz ein Save und dann Quick Load. Ist irgendwie annoying, wenn du ständig die Kisten siehst, auch wenn du über einen Gegner drüber bist und den entlang greifen magst.
Nicht funktionskritisch, aber annoying. That's better. So, ja, Level up. Level up, Level up, Level up. Civil Abilities. Gute Frage. Ich glaube, Telekinesis bringt man nicht wirklich viel. Ich könnte einfach Bartering nehmen. Nehmen wir einfach Bartering. So. Dann ist da jetzt die Frage. Gehe noch eins in Necromancy, damit ich 20% Heal kriege, oder nehme ich lieber 5% mehr Damage? Oder brauche ich überhaupt was anderes? Aber überhaupt was anderes ist halt von den Slots her die Frage. Ich will noch einen zweiten, also entweder einen Warfare-Skill oder Necromancy. Ich überlege like gerade, ob ich letztendlich diesen einen Heal-Spell eine tun will und frage mich dabei halt gleichzeitig, wie viel Value bringt es wirklich, hin und wieder auf einen von den Party-Member kurz einen Heal-Spell aufdrucken zu können, weil so viel Kalt hat's nicht. Auf der anderen Seite gar keine Heilung zu haben, ist auch uncool. Von den anderen Charaktere her ist der Plan letztendlich Red Prince, den Ivan und eigentlich hätte ich mal gedacht, ich nehme die Schurkin mit. Das sind jetzt alles nicht so die Heiler. Okay, wir kennen ja da. Wie kriegen wir mehr Slots? Mit Memory. Eben Restoration. Die nächste Frage ist, wo kriege ich Restoration her? Aber irgendwer im Lager verkauft es wahrscheinlich. Restoration also cures poison bleeding. Ich glaube, Restoration könnte schon recht nützlich sein, letztendlich. Ich werde die Punkte da weil einfach noch nicht skillen. Ich brauche sie jetzt nicht wirklich dringend momentan. Wir laufen über die Küste und lernen Leute kennen. Es kommen jetzt ja nicht wirklich großartige Kämpfe auf mich zu, so viel weiß ich schon. Also, warum jetzt schon auf Zwang aufleveln? Warten wir mit den Punkten einfach noch und vergeben wir sie, wenn wir es besser abschätzen können. Map, map. So, da vorne ist unser Red Prince. Junk. Ja, aber Junk, den wir verkaufen können. You spot a strange lizard gazing over the water with a steady, malcontent stare. His skin is of a bright, blood-red color. Could he be... Yes, you recognize him from the ship. It would seem you're not the only one who survived the tentacles of the deep. Casual remark, he should find a place in the shade. Looks like he's been standing in the sun far too long. The lizard turns about with the graceful ease of a dancer, or a duelist. You lock eyes with his, two smouldering embers that sizzle your very soul.
I suppose that's what passes for wit in your neck of the bog, I should think. But wait, perhaps I spoke too soon. I recognize you now. The brave soul, the savior. True that. I was with you on that ill-fated ship, and might well not have survived had you not returned to the aid of your fellow passengers down in that dreadful hole. You have my gratitude. You're welcome. Hand over heart, he salutes you with a bob of the head. More than a nod, though less than a bow. Tell him we were glad to be of help. Doesn't do stand idly by when people are in danger. Yes, I'm sure you've all the makings of a hero and all that, but let's not get carried away, shall we? Now then, if there's nothing further. Wonder what he plans to do next. If you really must know, I haven't quite decided yet. I've a frightful amount of things on my mind, hence my standing here contemplating the waves. He sighs dramatically. Oh, Tell me, what do you see when you cast your glance over this ocean? say that if, as of last night, you see a cracker-infested wasteland you never want to go near again. Touché. He looks out over the water once more, and so do you. A few tranquil moments pass as the waves lap against your thoughts. As for myself, when I consider this vast expanse before us, I see an empire. I see continents dotted with mighty cities. And shimmering along the soft curve of the sea's horizon, I picture the palaces that formed my paradise. Lost. Shrug and say people see castles in the sky. Might as well see them in the sea. Yes, but these weren't castles in the sky, were they? Quite obviously, I was musing over the very actual empire that I lost. Suddenly, having all the air of being deeply offended, he stares at you with utter incredulity. Well, don't just stand there gawking like an ape at an abacus. Or do you really mean to tell me you don't know who I am? A red lizard, that can only mean one thing. He's the notorious Red Prince. The very same. I am the Red Prince, the All-Conqueror, the World-Tamer, the Spouse of the Sun. Of course you know me. Naturally. There's a brief moment's pause, during which his grandiloquent pose deflates ever so slightly. That said, I suppose I must own up to the fact that I find myself rather in between all-conquering and world-taming opportunities at the moment. The grandeur that is my fate has hit a bit of a snag. But never you worry. For the throne I was destined, and my throne I shall have. Okay. Say that you two have this and that to sort out. He's welcome to tag along if he wants. This and that? Tag along? Do you really mean to compare the fate of an empire to whatever foibles you seek to fix? On the other hand, I really could do with a dog's body. And you've already proven to be trustworthy enough. You came back for the others on that ship after all. Yep. Fine, I accept. On one condition. For reasons I'll not disclose right now, it is imperative that I should meet with a dreamer, one of the mystics of my kind. I've reason to believe one of them may be present on this island. Promise me we'll look for him, and I'll extend you the blessing of my company. Promise. Jolly good. Casual ask him how he feels about the, living impaired. The undead? Like your good self, you mean? Yeah. Come now, did you really think a handful of linen towels can fool me? Works with most guys. But don't worry. I have studied the arcane arts for years, including necromancy and demonology. I do not hold the petty prejudices of common folks. In fact, I prefer the exceptional in all things. Your secret is safe with me. Good. So, now that that's settled, first things first. Even if you are as versed in the art of eloquence as I am, that our swords will be doing a lot of the talking from here on out goes without saying. Yes. As a born fighter, I prefer the perfection of the blade myself. But I'm well acquainted with the secrets of magic, and yes, even subterfuge. What say you? Fighter sounds perfect. He should stay true to his vocation. Very well. Onwards then to victory or death. That settles it. The Red Prince nods and gives you a smile that wavers ever so delicately between courtesy and contempt.
Now, as you're aware, you'll be traveling with a prince. Proper forms of address include Your Majesty, Your Royal Highness, or if you're feeling particularly frivolous, Milord. Jetzt übertreiben wir nicht. As your luck would have it, I seem to be fresh out of luggage, so you won't be required to carry my belongings. Da wäre sonst da ein praktisches Meer, wo man es Of reinwerfen course, there könnte. are other forms of protocol to bear in mind, but I'll see to it you'll pick up the rest as we go. So, without further ado, let us be off. The Red Prince. So, mal schauen, ob wir für den gleich irgendwas haben. Die ganzen Muscheln können wir auch gleich zu den Wares adden. Habe ich ausrüstungsmäßig irgendwas über? Ja. Immerhin. Ansonsten hat er da seinen komischen Speer. Dann haben wir noch Hosen. Perfekt. Den Knüppel werden wir auch zu den Wares tun. Und die Healpots kann er gerne haben. Ich glaube, das war's von den Sachen, die ich überhaupt. Ah, hello, small, furry creature. How do you do? Now where should I put this one? Hey, mister. It's a lot nicer here than that stinking boat, huh? Yep. I'm sure glad some of the others made it out alive too. Saw one of them wringing out their tunic at the shore a few hours ago. Say hi for me. Alle Muscheln zusammenklappen. Didn't I? Die beiden komischen Typen sind mir beim ersten Mal nicht einmal aufgefallen, diese The Hammer's Pet. Aber sie schon cool aus mit ihren Klauen. We know you've been helping sorcerers escape, Atusa. We have proof. I'd sooner cut my tongue out than lie to you, Alexander. I know nothing of any escapees. If you can tell the Godwoken no more, your tongue is of no use. Cut it out. This can't be serious, Alexander. Come. You should know by now to obey your superior, Magister, whatever she may ask. So, was haben wir da? Make yourself small. You'd rather not get noticed now. Step forward saying this injustice at best and base cruelty at worst. Shout that whatever she is telling truth or lies, we won't find out by mutilating her. Scholar, quietly mused that if they wanted to keep a lot of their magisters in check at once, this spectacle is the way to do it. Mystic, call out that only gods are fit to take back what they've given. Shout that whether she's telling truth or lies, we won't find out by mutilating her. Stay silent, you! Atusa pinches the tip of her tongue with 2 fingers and brings her dagger to its root. Her eyes squeeze shut. Drops of blood form against the dagger's edge and quickly fall to the ground. She groans. Stop! My father, may his soul rest in peace, would be disappointed in you, Atusa. To think you would lie to his only son, your bishop, and your friend these many years. The fate of our realm hangs in the balance. If you will not help us save it,
and you will help the void destroy it. Das ist mir auch noch gar nicht aufgefallen. Er hat selber auch so eine Source Mute Halsketten um. Interessant. Huh. Dallas, Yes, Your Holiness? I believe we're done here. What a waste. Come. The lizard magister, or what's left of her, lies in a puddle of gore. It seems I have one less trailer. Tragic. If only I could still shed tears. She was a lizard, yet a magister. No matter her reasons, her penalty was fair. I told him I'd known exactly, didn't I? Come on then. This is not your business, Long Pig. Don't let this moss muncher talk to you like that. Especially a cheapskate like this one. Griff already knows she don't like to pay her fair share. An intense-looking man steps between the thug and the elf and rolls up his sleeves, revealing well-muscled and heavily scarred arms. Just stand aside, won't you, mate? This is no business of yours. Lone wolves decide their own business. The thug freezes in fear for a moment before shuffling back to the protection of his crony. Pay up, elf. No one shorts Griff. Especially not one of you. Stand beside the elf and tell the fuck to back off. The intense-looking man stands beside you against the thugs, shooting you an appraising glance. Burrow looks you both up and down, sizing up your combined threat. Ah, get out of here. The both of you. You ain't worth the sweat of my brow anyhow. Yeah. The elf smiles and bows to you in thanks. You are welcome. Follow me, before more of them trouble us. There is a safe place. Kann ich da einfach vorlaufen? Schaut so aus. Wird wohl noch kommen, die Dame. A little reprieve from the din outside. Thank you for your help with that, thug. Rare is the human who goes against their own for an elf. Remark that you are glad to have been of help and note that you prefer be judged by actions, not trivial matters like appearance or race. The elf appears momentarily puzzled by your comment, but then offers you a dignified little bow. As far as I'm concerned, you are noble and just in both actions and appearance. I am in your debt. Ask if she knows any way out of the four. I hear of no escapes. The only way out is through the Magisters, through their cure. Thugs, I can stand, but I fear the Magisters. Say you'd like to know who's in charge around here. In this cave, we trust the healer. She is young, but she sees. She knows more than we know. In the camp, the brute Griff rules. He who gives the bread has the power. Ask how she came to Fort Joy. It gives me great pain. I'm with my family. We are making beautiful magic. We are healing a tree cut down with great violence. The Magisters come. My family runs, but I fall.
My son looks back. I shout to him to run. I am taken. Okay, sie hat weder Gold noch besonders interessante Sachen, wobei zwar Physical Armor sind, zwar Physical Armor. Und wir werden das einfach gleich mit Items balancen. Irgendwas für uns. So. Take your leave. Before you go. Yes. I am not here without your help. I do not forget this. For you, a prize. I save it for a special occasion, but I can think of no finer occasion than this. Thanks. Thank you. Okay, so. Rewards. Hier können wir Rüstung nehmen, ein Staff, ein Shattered Two-Hander oder Air Essence. Da würde ich sagen, wir nehmen definitiv die Rüstung. So, und die kann gleich mal eher anziehen. Die Hansch kann auch eher anziehen, weil der Fane kriegt nachher wieder die Teleportation Hansch, sobald wir sie gefunden haben. Demnach kann der Red Prince jetzt schon die mit Physical Armor anziehen. Da sind sie, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Eigentlich kann ich mich da doch dann auch durchhacken, oder? Ich meine, man kann das zur Seite tun. Not enough space. What the hell? Und dann kann man diese... Autsch. Habe ich jetzt das komische Eichhörnchen gekillt? Nö, passt. Close one. Und dann kann man sich ja da nachher durch diese Barrikaden durchhaken und schauen, was da hinten drin ist. Ich meine, zuerst die Party vollständig machen und so, aber... Sag mal, nix klauen. Das haben wir letztes Mal auch nicht gemacht. Warum eigentlich nicht? The young girl's eyes are covered, but she turns towards you when you approach. She smiles as though she recognizes you, though she couldn't have seen your face. Jo, weil ihre Augen verbunden sind. Hello, stranger. A strange person from a strange time. I wonder, do you even know how lost you are? Aha, ask how she knows about that. I see it before my eyes. So you don't believe in far-seeing? You do, someday. Okay. So you've heard far-seeing is much as a burden as a gift? It is not so bad. I know which days have bread and which days have none. I know more bread comes someday. It helps. Well, I'm not here to talk about private Your life. life is not your own. Your life is for us all. I cannot say more. You see someday. You're looking for a way... Say you're looking for a way out of Fort Joy. Her eyebrows shoot up. There can be a way. Amiro knows. But he is gone. Do you see him? He knows how to leave. Ask about this Emiro. My protector, my friend. An elf like me, with a spirit bright as new leaves. He tries to help me, to save me, and he suffers very much. He is caught by those who hurt him. I wish so much for his return. And he tells you what you seek. A way out. Promise you will help her friend. You bring me great peace. Thank you, my friend. I miss him very much. I see something that helps. I see a lizard. He is a lizard of many dreams, of far feeling. You do not free Amiro without him. Okay. I'd like to ask a few questions. Yes, please ask. Ask why she covers her eyes. Oh,
I do not cover my eyes. I cover the place they used to be. They are gone now, taken. But I see all the same. Ask who took her eyes and why. He is a very blind man. He sees things but not truth, not love or joy. I feel very sorry for him. You understand when you meet him, after you escape. Ask why she and the others are holed up in this dank cave. It is safer here. We make no trouble for Griff. He makes no trouble for us. Comment that she speaks very strangely. My home is far. Your language gives me some trouble. We elves... Time, for us, is now. There is not then and when. Ask how she and Emerald came to Fort Joy. I knew we must be here. I am not sure how much to explain. You are here and so we are here. Change the subject. Mal schauen, ob sie was hat, was wir brauchen. Apple, Raw Mutton. Das Gold könnte man nehmen. Also, nehmen. Wir geben ihr natürlich dafür was. Das sind ja keine Unmenschen. Haben wir noch irgendwo was für uns? Ja, das ist ein komisches Buch. Zap. And I take your gold. And thanks. Identifying Glass sehe ich jetzt nicht wirklich an Use, also warum holen? Take your leave. So, dann haben wir da noch eine No Elfin. one tells me there are so many children in this Fort Joy. Your kind I handle, but small ones. Scholar, say that children are necessary for a stable population. An elf lives forever. If she stays away from spears and fire, she has no need for slimy, sticky, small ones. Da haben wir auch ein bisschen Gold. I know they help. Look around you. You're So, safe. You are in the wrong place, Pinky. Tell him you are no divine order loyal, he need not fear you. Fear? Pity, perhaps. A blind wolf may lead the pack, but sooner or later they will all starve. Ask what he means by that. Never mind. If you need to suit up, I can offer you a fair price. If not, I would thank you to move on. Trade. Kann man da einfach gleich mal all wares? Schon. Easy. Add gold to balance. Accept. Beide haben wir noch Inkpot, das werden wir auch nicht brauchen. Und das Pocket Knife werden wir nicht brauchen. Okay, so. Jetzt kommt der Safe-Grund. Ich hab das am Wochenende auch nämlich schon einmal kurz gemacht. The Red Demon. The exiled pig. I'd heard they'd sent you here, but I'd hoped you'd have drowned yourself before crossing my path. Nachdem der uns ganz wild beleidigt hat, step forward and slap him hard across the snout. Your strike makes the lizard recoil, but he soon regains his bearing. Slowly, he draws his weapon. Er ist nicht glücklich darüber. When a slave strikes a master, the slave dies.
You are a demon slave. You die! Okay, so. 16 Physical Armor. Sollte machbar sein. Wir werfen ihn einfach einmal ein Schild ins Gesicht. Dann hauen wir, glaube ich, noch mal drauf. Ah, draufhauen geht sich nicht mehr aus, okay. Dann können wir ja den Fane fortifieren. Und ihn einfach anzünden, because why not? So, can't move, crippled. Ist natürlich genau außerhalb meiner Melee-Range und die kann nicht moven. Perfekt. Aber okay, dann darf er wohl noch einmal. Drunk. Okay. Das ist auch ein ganz wichtiger Effekt, dass dieser Slash, den ich gerade mit dem Red Prince gemacht habe, der ihn jetzt auch umgeworfen hat, der cleared surfaces. Also wenn da alles nervig brennt, kann man das auch reindrucken und dann brennt es danach da halt nicht mehr. So, ich werde jetzt natürlich keine weitere Crowd Control Ability auf ihn einsetzen, weil er liegt eh noch am Boden. Das heißt, wir dreschen einfach nur auf ihn ein. Und jetzt steht er auf und stirbt. Aber ansonsten hätte er jetzt auch nur aufstehen können. Und dann hätte er halt den nächsten Crowd Control kassiert und sich wieder hingelegt. Na, also schön unter Kontrolle halten, den Jungen. Dann haut es hin. So. Mit dem Loot kann ich nicht behaupten, dass ich jetzt wirklich glücklich bin. Ich wollte von ihm nämlich eigentlich eine Skillbücher haben. Und die habe ich letztes Mal auch gekriegt, deswegen habe ich jetzt diesmal einen Safety Save gemacht, um zu schauen, ob die guaranteed sein. Ich meine, das Schwert ist nice. Dann haben wir da Doppel Armor, das ist nice. 3 Resurrection Scrolls. Wie dringend brauche ich die Skills? Ich schätze mal, das Schwert ist ein Guaranteed Dropped. Bei den Rüstungen bin ich mir nicht so sicher, aber okay. Aber für einen Fane noch so einen Stomp zu haben, also nicht... Ja, Stomp, was weiß ich, wie heißt die Ability? Ja, Battle Stomp. Wäre natürlich... nicht gänzlich verkehrt. Brauchen wir's. Na, ich glaube nicht. Na, ich glaube nicht. Ich lasse es. Wir nehmen das Zeug. So, Autosort. Das heißt, er kann das Schwert benutzen. Knife on a Stick. Geht damit definitiv zu den Wares. Außer... Wait a moment. 5 bis 6, das ist besser als das Cracked Sword. Und lasst mir auch den Sucker Punch. Passt, dann nehmen wir das. Dann geht das Cracked Sword zu den Wares. Rüstungsmäßig 7253 wird da das Scale Armor anziehen. Und der Fane wird Wizard tragen. Gold Cup ist ganz klar Wares. Fred Wares. Empty Bottles decken wir da dazu. Captain's Note. Murtaugh, the fuck bears have been locked down in a storage. Also, das ist das. Okay, passt. So. Yes.
Also es habe ich jetzt dann halt schon von vornherein geplant gehabt, den Typen zu verprügeln. Wie gesagt, eigentlich in der Hoffnung, dass er eins von den Skillbüchern droppt. Aber wir nehmen es auch so. Es ist wie es ist. So, da treffen wir jetzt unsere Schurkin. Hello, my lady. Amid the squalor of Fort Joy, you suddenly spot an elf with diamond features, regal and radiant, but cold too, and sharper than any knife. She was the one who sat rolling dice in the ship that went under, deciding fates with every roll. Or so she said. Her eyes are focused on a lizard some distance away, and you get the distinct feeling he's an unfortunate man indeed to be trapped in her tiger-like gaze. Das verstehe ich nicht ganz. Das hat mich am Wochenende nämlich schon irritiert, wo ich das Ganze gemacht habe. Lizard? Ist da vorne ein Lizard? Weil letztes Mal haben wir sie unten am Strand beim Dreamer getroffen, da passt der Text, aber da ist er weird. Aber egal. Ask her what a guy has to do to earn that stare. No sooner have these words left your mouth than she turns about and grabs you in a stranglehold. You feel the tip of a long needle being pushed a little ways into one of your neck's vertebrae. You caught me off guard. No one catches me off guard. Better tell me who you really are, or this time I'll let my needle do the licking. Tell her true, you're an ancient undead looking for his long-lost people. I see. It does so satisfy to have a purpose in life. Yep. A push, a pivot, and now you suddenly face her, the needle still all too deeply embedded in bone. Despite the precariousness of your situation, you notice something that remained undetected in the gloom of the ship. A flaw in her diamond features. A curiously shaped scar on her left cheek. Ask her how she got that scar. Let me tell you a little story. Please. Once upon a bad old time, a lizard cut this thing, this living scar, into my cheek. The mark of a slave. But now I'm free, of sorts. And I've traced that lizard here, to Fort Joy. I intend to raise the subject with him. Politely ask her to remove the needle so you and her can talk this over like civilized people. No! She drives the needle in deeper and whispers. In truth, it does not matter in the least who you really are. You saw me mark my prey. You could warn him, save him, or kill him before I get my chance. Oder es kümmert mich einfach nicht. That makes you a liability. That makes you needle feed. Make her an offer. Instead of killing you, she could join you. The bright sparkle of laughter follows your proposal. Ha! How amusing. I admit I had not seen that twist coming. I was certain the pitiful begging was about to begin. Why? Make your case and do it quickly. Why should I join you? So you're planning an escape. And you've need of people with talents like hers. Escape? How you do tickle me. Most of the misguided deers around here would argue such a thing is impossible. Remind her I saved her from certain death back on that ship. Just saying. Scarf and say that nothing's impossible. Assure her you are far from a misguided deer. I'm inclined to agree. You managed to catch me off guard, after all. Oh, little needle mine, what should I do? Push or pull? The agony of choice. You know what? Today is a rather fine day. Sunshine and an easy breeze. Yes, I'll let you live. I'll even agree to travel with you, provided we talk to that lizard I mentioned. Kein Problem. I'm not quite sure the weather will save him. With a casual flick of the wrist, she withdraws the needle from your neck and smiles, as if she just invited you to sit down for tea. Tee ist immer gut. Say that in the spirit of a fresh start, you should admit to her you're actually an undead. Of course you are. Or do you mean to tell me memory is so fleeting within the hollows of that windswept head of yours that you don't recall me running my dainty tongue along your arm? Da war was.
This may strike you as, rather eccentric, but the thought of traveling with one such as yourself quite enthuses me. She tilts her head ever so slightly and looks at you almost mockingly. You can't help but contemplate with both dread and delight the absolute darkness at the heart of her cat's eyes. Yes, this will be jolly good fun. Oh yeah, we are going to have fun. Let's discuss our respective roles then, shall we? You, me, and Death will be playing many a round of hide and seek. So, what role would you like me to play? As a rogue, my speciality is stealth, the quick silence of the dagger striking unseen. That said, I'm perfectly lethal, wielding any weapon or magic. So, the choice is yours. A rogue is exactly the type of companion I'm looking for. Suits me fine. Lead on, or better yet, let me take the lead. That settles it. Then follow me. You're not quite certain you'll ever sleep soundly with Sabine in any sort of proximity, but at least she's on your side. For the moment. Ach, der kann man vertrauen. So, das heißt, sie kriegt die Lederrüstung. Das heißt, eins von den Stain-Shirts kann auf jeden Fall schon einmal zum Vendor. Und dann kann sie da jetzt einmal essen. Throbs across your brain. Verdas, Verdas, Verdas. He must escape. He cannot die here. He cannot. Einen wunderschönen guten Abend, Teil schrecklich. Gleich kurz, damit du nicht irritiert bist, falls du den Anfang nicht mitgekriegt hast. Ich habe gestern Schiff noch einmal. Oder habe ich schon mal gesagt? Hast du schon mal gesehen? Ich habe gestern das Schiff gespielt, dann gespeichert und ab da mache ich jetzt noch einmal weiter. Charakter ist immer noch der Fane, aber Necromancy, also ja, halt andere Klasse. Ganz einfach gesagt. Necromancy eben. Wodurch wir tolle Necromancy-Skills und mit Warfare dann halt auch noch Warfare-Skills haben und dann wird das Ganze sicher hoffentlich wesentlich besser funktionieren. That's the plan. Hat sich jetzt genau bewogen, doch komplett neu zu beginnen. Ja. Ich habe mich am Wochenende ein bisschen mit dem ganzen Thema befasst. Jetzt nicht, was Gott wie krass Guides studiert. Also, ich habe mir einen Bloodmancer Guide in einem Word-File abgespeichert, falls ich darauf zurückgreifen will. Ich will jetzt den Charakter nicht ständig genau nach dem Guide bauen, aber falls man die Info braucht, habe ich sie mal zur Seite gespeichert. Kann nicht schaden, sie zu haben. Und für mich war es einfach, ich habe mich in einer Situation gesehen, wo ich nicht wirklich sinnvoll weitermachen kann in dem Zustand, in dem sich Party und Charakter befunden haben. Und deswegen habe ich beschlossen, ein Reset ist einfach sinnvoller. Also, unter anderem bei dem, was ich guidemäßig mich informiert habe, ich habe ja mehr oder weniger Pyromancer gehabt beim Fane. Pyromancer ist gerade für den Anfang eher, weil Pyromancer halt kein Crowd Control hat, also es gibt wohl keinen einzigen Pyromancer Crowd Control Spell. Und zusätzlich dann halt noch das Problem, dass eben wenn da überall alles brennt, tust du jetzt dann selber nicht unbedingt immer einen Gefallen damit, was die Sache dann nicht leichter macht. Also, so früh im Spiel, so hart verspeckt, muss man dazu sagen, man kann im Spiel dann ab zweiten Akt oder so jederzeit wohl komplett for free, komplett respecken. Wohl sich, die Party-Member, alles. Man kann den Bild wohl jederzeit komplett frei durchtauschen, ohne irgendwas. Für mich war einfach nur das Thema, wie viel muss ich aufgeben, um dorthin zu kommen, weil ich dieses und jenes da jetzt einfach nicht schaffe.
entweder weil ich nicht gut genug bin oder mein Charakter zu schlecht ist oder ich die richtige Party-Composition nicht sehe, was es auch immer ist. Mir hat es keinen Spaß gemacht, so weiter zu spielen. Deswegen lieber der Reset. Und jetzt machen wir richtig weiter. The man rolls his sleeves back down. He nods at you, the shadow of a smile on his lips. Good work there. Good work. I can tell you've got chops. He stretches out one rough hand to shake yours. Smile and reach out a hand to shake his. He grips your hand tight as a vice and pauses. His fingertips feel your finger bones. His eyes narrow, but a moment later he shrugs and smiles. Jetzt könnte man natürlich sagen, die ganzen Dialoge schnell durchskippen, kennen wir schon alles, aber ich habe mal gesagt, ich spiele es einfach wirklich noch einmal fresh. So tragisch sind die Dialoge jetzt nicht. Wenn es irgendwer nicht sehen will, I'm sorry. Aber, ja. Das habe ich nämlich auch gelesen und hätte eher gedacht, du grindest dich zu den ersten Akt, bis du die Respects machen kannst, weil kleiner Eingang muss definitiv vorstellen, das ganze Spiel ja keinen Sinn. Genau. Und eben, so, das mit durchgrinden, was das so, ich hätte ja wohl, ich denke, ich hätte da mit dem Boot schon wegfahren können. Aber eben, dann gibt es halt noch die Area und ich finde es cool, weil ich habe bei meinen Tests am Wochenende zum Beispiel schon eine Area gefunden, wo wir jetzt dann bald hingehen werden, die war so in my face eigentlich war und die, was ich trotzdem beim ersten Mal halt nicht gesehen habe. Aber das sehen wir dann. Good to meet you, lad. Say, you don't look all that busy. I could use someone to watch my back, and it looks like you could use someone to watch yours. I've just got a small errand to run, and then I'll be looking to get the hell out of here, while I've still got a neck to collar. How about we stick together until we get out of this place? Say the fox were afraid when he mentioned lone wolves. What are they? He shrugs, looking off to the side. Mercenaries. It's a job. My job. Sie sind ja wahrscheinlich auch ein bisschen unfreiwillig gespoilert, nehme ich an. Na, überhaupt nicht. Also, so beim Guide schauen, überhaupt nicht. Da ist wirklich einfach nur so, also Guides, so halt Tipps, was kann man wie machen und so weiter. War wirklich reines Combat-Thema. Interessanterweise muss man sogar tatsächlich sagen, und in die Kategorie wäre jetzt dann nicht wirklich reinkommen. Ich war ganz explizit an Tipp YouTube-Video, Guide, wie man es immer nennt, ist ja wurscht, YouTube-Video. Gesehen, wo es darum gegangen ist, hey, solltest du Physical, Magic oder Mixed spielen? Und da war tatsächlich für Anfänger würde er Mixed empfehlen. Ich werde jetzt dann mit dem, was ich da mache, initial im Plan sehr Physical landen. Schauen wir mal, wie es funktioniert. Ich glaube, dass es da am Anfang recht gut funktionieren wird und wenn wir später respecken können wir respecken, testen, whatever. Ich will halt nur nicht da so viel Content nicht schaffen, der mich interessieren hat, weil ich die Kämpfe nicht schaffe. Das ist einfach das Problem. Everyone needs to make a living. I make mine running errands. Asking about the errands you mentioned earlier, it sounds highly suspicious. The little black cat trailing you hisses at him, hair raising a ridge along its back. Without batting an eyelid, the man rumbles a lupine growl. The cat hides behind your leg, mewling. Ask who is here to kill. He shoots you a flinty look, all teeth and peril. Lone wolves only share such information with friends. Are we going to be friends? Not. He grins, sharp teeth glittering in the midday sun. So, before we hit the road, it's best if we decide battle strategies up front. Should keep more of our blood in. Survival's my main priority. I'll use every trick in the book to keep us alive. But if a wayfarer's not what you're after, I've got other skills. Wayfarer skills sound useful. Can do. Onwards. Not, that settles it. He scans the horizon for threats with one green eye, then nods back at you. Right you are. Lead the way. Übrigens, weil ich das eine Mal davon erzählt habe, ich habe am Wochenende, wo ich ja Pause gemacht habe, mich erholt habe und einfach mal nichts getan habe und so, Partycomp ändert sich nur insofern, dass ich ja
beim letzten Mal den Ivan nur, habe ich ja gesagt, ich nehme ihn rein, bis ich bei meinem Char Server Petball Skill. Ich glaube, das wird die Partycamp werden. Also anstatt dass ich den Zwerg einnehme, bleibe ich beim Ivan. Ivan klingt besser. Wir nennen ihn Ivan, aber wenn man ihn mit F schreibt. Decision is made. So. Ich habe am Wochenende die Zombie-Serie fertig geschaut, dieses koreanische All of Us Are Dead. Und ich muss sagen, also ich finde nach wie vor, sie fängt überdurchschnittlich gut an. Das Problem ist, dann hat es mich nur noch angepisst. Also dann so ab der Hälfte war ich von der Serie nur noch genervt. Also, nö. Und das, dass ich genervt bin, ist auf eine ganz einfache Sache zurückzuführen, also dass ich genervt war von der Serie, jetzt bin ich fertig, jetzt ist es mir wurscht. Und zwar, es ist eine Serie, die explizit auf Zombie-Filme und Serien anspielt. Also ganz explizit vielleicht jetzt nur einmal, aber einer von die Protagonisten der Truppe von Schülern erwähnt explizit Train to Busan, also diesen ebenfalls koreanischen Zombie-Film. Und trotzdem führen sie sich dann später mit den blödesten Ideen und Aktionen auf, als hätten sie in ihrem Leben noch nie einen Zombie gesehen. Also halt wirklich das Standard, ich bin zu blöd mit einer Zombie-Situation umzugehen. Eyo. You cover your face with your hands. You've just heard the news. The elven homelands have been destroyed by death fog. It was your order who did it. How can this be? Mit ihr wird grundsätzlich alles, was irgendwie menschlich ausschaut, gegessen, eben weil sie kann dann zum Beispiel da so einen Skill lernen, den sie jetzt nicht benutzen kann, weil sie nicht Huntsman hat, aber you never know. Skill ist gelernt. As the dead man's flesh slides down your throat, you feel his consciousness enter yours. His memories are yours to experience. You are Finn. Your heart is heavy. You know too much. It's all too much. You met him. A bright light blinds you, then fades. You feel a tremendous power in your hands, but they are shaking so hard you can barely use them. Suddenly you're on this very ship, crouched in a corner, hugging your knees. A figure approaches, an older woman. Her eyes are kind. She comes closer. She says she wants to talk. She reaches a hand toward you. You grasp it. The memories end. You are no longer Finn. You return to yourself with a jolt. Ich weiß, was du meinst. In der Welt selbst gibt es Zombies als literarisch sind erste Figuren und trotzdem machen die Leute dann die gleichen Fehler, als hätten sie überhaupt keine Ahnung, was gerade am sie passiert. Ja, genau. Und das ist schon schlimm genug, wenn das in einer normalen Zombie-Serie oder einem normalen Zombie-Film passiert, wo aber zumindest wirklich nicht explizit angesprochen wird, habe ich ja mal im Fernsehen gesehen. In dem Moment, wo du explizit ansprichst, habe ich ja mal im Fernsehen gesehen, ist es halt einfach um so viel schlimmer. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum laut dem Autor Walking Dead weil halt Zombie-Fiktion nicht gibt. Da kann man nicht deshalb so ein Walker etc. Ja, dann ist es ja schon wesentlich besser. Dann musst du mit dieser Situation neu umgehen lernen. Genau das meine ich halt. Umso schlimmer, wenn es das gibt. Na. Es gibt dann bei diesen All of Us Dead gibt's einen Twist, dass es manche Personen gibt, die zwar mit dem Zombie-Virus infiziert werden, aber halt bei relativ klarem Verstand bleiben, also höchstens ein bisschen mehr durchdrehen, aber ansonsten die meiste Zeit, sage ich einmal, bewusst agieren können und halt, sage ich einmal, praktisch unsterblich sein, weil der Virus immer wieder heilt. Was man davon halten will oder kann, muss jeder für sich selber entscheiden, aber das Hauptproblem war für mich halt einfach das andere. Wir sind zu blöd, um mit Zombies umzugehen. And what you after? Ask her what she's making. I ain't. Just seeing how it's made.
She's clever, Dallas. Made these herself, for those bodyguards of hers. Boy, they're sharp. She looks up. You looking to buy something? Ask how she got her hands on one of these contraptions. They seem pretty dangerous. Found it in the scrap heap not so long ago. We used to know each other back in the day, you know. Dallas and I. Never knew her to be much of a wrench head back in the day, but once she joined the Order, she started turning out all manner of oddities. Das war mir jetzt auch nichts, das kennt man schon aus anderen Filmen, Serien, Comics. Ja, ich hätte jetzt halt nicht explizit irgendwo, sage ich einmal, einen Vergleich gehabt, aber ja, wird sicher schon geben. Ask if it was Dallas who invented this god awful colors. She nods once. You looking to buy something? Or do you just want to waste my time with a whole lot of questions? You sense she knows more than she's letting on, so her collar is tight and ask if she could loosen it a bit. For you? Hell no. Press the issue, she does know how to manipulate them though. That's for me to know, and you to get out of my face. Buy or shove off. Ask what she has for All sale. manner of things. Have a look. So, was haben wir da? Skills. Conjure, das wäre Summoning. Summoning bin ich nicht wirklich interested, muss ich sagen. Haben wir da sonst was Interessantes? Ich glaube nichts, was wir jetzt unbedingt brauchen. 3 Magic Armor plus 1 zu Huntsman. 356. Ich hab 612. Ich würde sagen, not worth it. Die Deck of Cards. Ich glaube, die können wir auch verkaufen. Wüsste jetzt nichts anderes, wofür wir die brauchen. Rope behalten wir. Weiß nicht, ob man Rope braucht. Aber ich habe gelernt, in jedem guten Dungeons and Dragons braucht man Rope. Man sollte immer Rope dabei haben. Take your leave. Bow your head, please. If we chant the endless prayer, the next divine will ascend. Du hast meiner Meinung nach heute bei Zombie-Fiktion nur 2 Möglichkeiten. Du machst was richtig Cooles, Innovatives, was noch keiner Art gemacht hat und eine gute, beliebte Idee ist, oder du berufst dich auf die klassischen Evente, machst die dafür aber richtig gut, also mit spannenden Szenarien und guten Charakteren und so. Ja, oder du machst den Standard, den schon jeder kennt, mittelmäßig und hoffst, dass die Leute es trotzdem schauen. Was haltest du davon? Tell him the divine is dead, no matter how much anyone prays. Haven't you heard? Bishop Alexander, the divine's own son, is God-woken. He will ascend. He will protect us from this darkness. Do not doubt that he will come into his powers at any moment, and then he shall ascend. Okay, der Junge hat nix. Did you see them, sir? Bishop Alexander and the Hammer herself, they were so close, almost within arm's reach. Tell them any were close enough to watch them murder one of their own. A traitor cannot be murdered. A traitor can only receive their due. Idealistisch von künstlerischer Integrität aus, wie naiv von mir, ja. Murder is murder, no matter which banner mops up the blood. Easy enough to say in times of peace, but look around. We're standing on the edge of the end. Stained Pants. 2 Physical Armor. Ich glaube, es haben noch nicht alle Pants. Bin mir sicher, dass noch nicht alle Pants haben, oder? Ich kauf die. Wobei, warte mal. Zup.
14. 14, okay, macht keinen Unterschied. It's time to accept. The Void Woken are coming, sir. And it's only the Divine Order that can protect us. So. Irgendwer hat sicher noch keine Hosen an. You there. You've just arrived, isn't that right? Are you quite alone? Sind die meisten enthalten deshalb mehr aus als dicke Dreckkruste? So schaut's aus. I am. Say you are. In that case, listen up. You must think me mad to approach a stranger, but this camp is full of cowards and I'm running out of time. Fast. Too fast. Way too fast. Ask him what he is planning. I've been here a long time. Longer than anyone else. People get taken sometimes. Some folks say they get cured. I don't know if I believe it, and I don't want to wait and find out. I have a way out of here. It won't be easy, and I need a partner. Just one. Okay, ich habe eine ganze Party. Nicht Partner. Are you interested? I want in. Attaboy. Who wouldn't? Finally someone with a little sense around here. The plan's simple. Completely foolproof. Ja, I genau. have a spell that I can use to teleport you right out of here. Das sounds I useful. can't use it on myself, but with your help, we can both get out of here. Okay. There's an artifact that you can use to teleport me out of this place. Then I can use my spell to free you in turn. This item, though, it's in quite an unfortunate location. Ask him where I can find it. It's found its way into a nest of crocodilians on a secluded beach nearby. Here, give me a map and I'll show you where to go. I'll take care of it right away. Get that artifact, and you and I are as good as free. Go give those overgrown lizards what for. So, was haben wir da? Aeroturk. Blinding Radiance. Favorable wind. Control the force of nature, increasing the movement speed of you and your allies by 1.5 meters, as long as I stay within 10 meters of you. Electric Discharge, das wäre a Stun. Und Shocking Touch ist auch a Stun. Nein, danke fürs Erste. So, genau, wir wollten schauen, wer noch keine Hosen anhat. Na da. Ihre sind nur Fredbear und die sind Stained. Und... Was? Farah, she ain't coming back. Aha. First Aid hat jetzt an das Memory verloren, weil... Ich meine, ist egal, sie kann es eh nicht usen, aber komisch. Egal. Fella can't hear himself think with all this racket. Day and night she hollers after that child. You hear that, Farah? You got to cut that out. What's happened to ya? Ich habe mir übrigens überlegt, dass wir morgen Abend die Drafts machen, falls du Bock hast. Und ich habe mich gestern kurz im Arena eingeloggt. Sitzt immer gerade, weil sie eine neue Hose angezogen hat. Das ist nicht dümmer geworden. Ich weiß nicht, warum der Skill ausgeflogen ist. Sie könnte ihn immer noch memorisen, sie kann ihn nur nicht usen. I don't know. Macht für mich keinen Sinn. Ich habe mich gestern kurz im Arena eingeloggt. Das Interface ist so grausig geworden. Also nur das Main-Menu-Interface. Ich glaube, das Ingame-Interface ist eh nicht verändert. Aber das Main-Menu-Interface ist so grausig geworden. Say that if he doesn't like it, perhaps you should help her. Aye, she needs help, but none that I can give. Mad as a cooker, that one, and twice as loud. Ask why he thinks she's mad. What else do you call hollering after a ghost? That child of hers she's shouting after has been dead and buried a month over. Killed by a void woken back in our home village.
Never even stepped foot in Fort Joy. Hab ich auch nicht, bis ich selber im Menü war. Also ich wusste das nicht. And there ain't no amount of hollering that'll bring her back. Hast dich jetzt ein klein bisschen mit dem Set auseinandergesetzt? Natürlich nicht. Kein bisschen. Sollte ich das? Nein, ich hab... Ich kann es ja morgen noch machen. In der Mittagspause oder so. Vielleicht nach der Arbeit vorm Stream. Ich muss ja nicht komplett blind reingehen, das sage ich ja nicht. Please, please, you must help me. No one here will help me. Not one of these bastards. A child is missing. My baby. Das schon. Ich habe mir schon ein paar Karten angeschaut. Die Sache ist, also ich habe mir schon Karten angeschaut. Ich habe halt jetzt nichts irgendwie für Decks, die mich gerade massiv interessieren, gesehen. Wobei fürs Drift habe ich noch nicht wirklich geschaut. Für Clerics gibt es halt nix. Also zu viel. Hä? Hä? Ja, auch lustig, wenn du einfach mal völlig pleite in die Draft reinstolperst, kann ich auch machen. Kann ich auch machen, dann schau ich mal nichts an, dann mache ich in meiner Mittagspause was anderes, dann draft mal blind. So, wir können eh mehrere machen, also ich weiß nicht wie viele, es hängt wahrscheinlich auch davon ab, wie wir performen, aber mein Plan war, wenn ich sage, wir machen morgen die Draft, so das, was ich an Ressourcen habe, bin ich bereit einfach zu verbrauchen. Also Gold und auch die Gems, was ich habe, bin ich bereit einfach in Drafts reinzuwerfen jetzt fürs Kamigawa-Set. Ich spiele momentan Arena sowieso gar nicht, aber so wie du sagst, Draft ist irgendwie, sag ich einmal, was Lustiges. Ich meine, je nachdem, wenn muss jetzt auch nicht einfach reinwerfen, Draft versauen, reinwerfen, Draft versauen, sondern bestmöglich. Aber halt, wenn der Draft vorbei ist und noch Ressourcen da sein und der Abend sagt, hey Moment, es darf sich eigentlich locker noch ein Draft ausgehen, dann draftet man halt noch einmal. Und wenn letztendlich vielleicht keine Ressourcen, also wenn dann am Ende vom Abend keine Ressourcen mehr übrig sind, ist keine mehr übrig, whatever. What can I ask what you can do to help? Oh, bless you, bless you. She's been missing for days now, and not a single soul will help me look for her. Irma's her name. She's about as high as your hip. Black of hair, a quiet child. Not prone to wandering off. I'm sick with worry. Completely sick. And no one in this damn camp will lift a finger to help me find her. Ask what she knows about her daughter's disappearance. I last saw her just here, near 3 days ago. She was playing with her little doll, and I was washing out her tunic. I turned from her for one moment, and she was gone. Left her doll behind too. It's so unlike her. Wonder why no one else in the camp will help her look. This place turns people cold. Cold and wicked. That fellow Jeth over there speaks unutterable evil, but I can't move away from him. What if Irma comes back and I'm not here? Ask to have a closer look at the doll. Yes, of course. Here, you should take it with you. When you find her, give her the doll and tell her, Mummy says this is for her little chicken, and it's time to come home. That's what I call her. My little chicken. She soaks up a steady stream of tears with her shirt sleeve. She ought to come with you then. She ought to follow you back to me. You'll do your best and bid her goodbye for now. Zuerst schauen wir da noch kurz eine. Hätte auch noch einmal eine Stained Pants. Wir könnten noch Asset gebrauchen.
Und die Dinger kosten halt nicht viel. Das sind halt ein paar Gold. Da könnt ihr theoretisch noch Crap verkaufen. Das passt schon. Except. You are an angel. Ich habe Truly you are. schon das Gefühl, dass für bestehende Decks eigentlich kaum was braucht bei unseren Karten ist. Dennoch gefällt mir das Set erstaunlich gut. Ich brauche auf das deutlich klüger, alte, coole Decks zusammen, dann ich schamlos klagen kann. Es ist auf jeden Fall stilmäßig ein sehr cooles Set, ja. Pipe down, Farah. It's time to accept reality. So, dann liegt da noch ein bisschen Gold rum, also. So, die Jungs da oben, mit denen werden wir uns, glaube ich, wieder streiten. Ich glaube, das ist, ich glaube, das ist eine gute Idee. She ain't coming back. Come on, old man. I can't wait all day. You there? I'm looking for an inmate. He wears a large bronze ring with a dragon stamped into it. Name of Migo. Hey, der Migo ist ja der unten am Strand gewesen, oder? Manchester looking for Migo. Ist er am Strand? Have you seen him? No, sorry. Useless. Alter! It is very important that I locate this Migo. Tell me if you hear mention of him. Ich glaube, das ist der Typ unten am Strand. Boots. Hello. Und nur für 7 Gold. Give. Das summiert sich. Ist halt schon wieder ein Physical Armor mehr. So, das darf man, glaube ich, echt nicht unterschätzen. Hier und da einfach sei es nur eine Rüstung mehr, ist eine Rüstung mehr. Also, ich glaube wirklich, dass sich das vor allem jetzt am Anfang auszahlt. Das kannst du dir nicht entgehen lassen, sicher nicht. Schauen wir da gleich mal rein. Der Junge hat zum Beispiel nichts Interessantes. Und gleich ist er tot. Why don't you join us in a round of cards? First hands on the house. Accept. Chuff to you, Chief. Here are your cards. You're up first. You glance at your hand. 2 purple monarchs. A hard hand to beat. I'll fold. Well, that was easy. Looks like you'll have to pay your interment fee after all, Freshie. For a bro and say that's impossible, he's clearly cheating. Blaming a bloke you just met for your misfortune, are ya? Ease off, or I'll go ahead and double what you owe. Tell him you're going to walk away and he's not going to stop you. Say no one mentioned having to pay to stay here. No one mentioned it gain more from having you and your connection as allies, Scholar. Suggest there must be a compromise that satisfies you both. Spit and Teil, they have to loot their internment fee from your corpse. Ich mag das letzte, das ist einfach cool. Let's go. Spit and Teil, they'll have to loot their internment fee from your corpse. With pleasure. Let's go, boys. Wir brennen. Das Brennen war jetzt nicht Teil vom Plan. Okay. It's okay. Question. Whatever. Let's go. Dafür ist er zu weit weg. Hat sich eigentlich nicht wirklich ausgezahlt, der Turn, gell? Ja, den Sucker Punch wäre halt Waste eigentlich. Egal. End Turn, passt schon. Die Banner als zweit und mit schlechteren Skillshot fertig gemacht, das sollte easy sein. Ich denke, das kriegen wir hin.
Passt auch erst einmal. Firestorm Grenade. Jetzt brennt da noch mehr Zeug. Red Prince. So gut. Er kann jetzt auf jeden Fall einmal schauen, dass er den umwirft. Boom. Sehr schön. Und dann 45. 45 behebt Burning, aber da brennt noch ziemlich alles. Ich werde trotzdem die Sibyl fortifieren, dass die einmal näher brennt. Wollen wir dann da noch einmal... Sicher, let's go. Jetzt habe ich sie wieder angezündet. Pro Move. Pro Move. Okay, wurscht. Egal. Macht das Physical Earth Damage. Okay. Schieß auf ihn. Zap. Anna down. Was erledigt ist, ist erledigt. So, und dann können wir die jetzt nämlich auch gleich umwerfen. Zap, easy. Und sogar noch einmal draufhauen. War jetzt nicht unbedingt der Plan, aber okay. Zwei Healbots bisher verwendet, aber das macht mir jetzt nicht weiter Sorgen, muss ich sagen. Ich glaube, das passt schon. Wir schießen den weg. Dann kriegt er einen Sucker Punch. Nice! Das hat mich gerade früher beim ersten Stomp irritiert. Aber 5 bis 6 Physical Damage plus 2 bis 3 Air Damage. Wegen der Waffen. Die Air Damage von der Waffen werden auf den Skill mit angerechnet. Sehr cool. Sehr cool. Good to know. Ich meine, die Jungs wollten halt auch Stress, gell? Ich meine, da kann man mir jetzt hier nicht einmal die Schuld geben. Ich meine, was soll ich machen? Also ich fühle mich komplett unschuldig an diesem Blutbad. Ich habe praktisch nichts getan. Can backstab. Okay, ein Slugs Axe kann nicht backstabben. Ein Messer kann backstabben. Das heißt, sie bleibt beim Messer. 5 bis 6, 5 bis 7. Das heißt, wir wechseln auf die Axt. Wechseln. Zap, damit wir Sucker Punch behalten. Nicht doppelt. 1, 2, 1, 2. Sogar die gleiche Range. Kann verkauft werden, braucht kein Mensch mehr. Log, weg. Bottle of Wine, weg. Crab's Claw, braucht kein Mensch. Arrowhead.
It's too hard to hold for long. Crafting this arrow into a special arrow could bring just the right amount of heat to any battle. Okay, das heißt, das kann man noch nicht benutzen, aber man kann es ja ihm schon einmal geben. Greetings, child. I find myself in your so-called divine lands, yet I feel his absence deep in my heart all the same. Verkauft nichts Gescheites. Ne. Muse to yourself that you hope the divine rests in peace at least. There's no rest for the wicked. There's plenty of rest for Lucian, my friend. So we ought to beg all the harder for his return. Keine Ahnung, wofür der Typ da ist. Our Father, who presideth. Vielleicht hat der irgend noch einen höheren Wert, von dem wir noch nicht wissen. Für die Sibyl brauche ich noch einen Crowd Control Skill und da müsste es auch einen für Schurken geben. Muss leider den Händler finden. As she catches sight of you, recognition flashes in her terrified eyes. She drops her hands from her throat and starts hyperventilating. Chill mal. Ben Mest! Ifan! Ben Mest! You killed them! You killed them! He killed them all! Murderer! Was haben wir da? Love after accusation, though it could well be true. Tell her she need not fear, nobody's giving you a contract for her life. Wink and tell her you've come back to finish the job. Love after accusation, though it could well be true. You can't hide who you are, killer. Look! Look at him! It's him! It's the Silver Claw himself! Ifan Ben Mest! Okay, Ifan. Stay back. Stay back. Keep that monster Ben Mest away from me. Meine Güte, die hat ja eine schlechte Meinung von meinen Companion. When another divine arises, will source change back? What if there are no sources? Why hasn't Alexander? Ain't come to shake me down for my knickers, have you? They're all I got left after your buddies were through with me. Tell the dwarf to keep his underpants, by all means. Oh, right kind of you, my friend. I've grown quite attached to him over the years. Well, almost literally in this filthy place. Oh. Hat auch nichts Gescheites. The lizard's brow knits together, then apart, and back again. He seems to be swimming deep in his thoughts, and doesn't look up as you approach. Cough and ask if the ground is really as interesting as all of that. The ground? I don't know what you... I'm just trying to work it out. What happened? Why? Ask if he has any goods for sale. Goods? Ah, yes. Yes, of course. Have a look. So, Armor Frost, okay. Das ist zum Beispiel einer von den Händlern, die ich gesucht habe, glaube ich. Genau, weil der würde Restoration verkaufen. Und das frage ich mich halt gerade. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Restoration nehmen soll. Jetzt sein 9 Vitality for 2 turns. Und Cooldown 4 Turns. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es sich auszahlt, beim Fein das mit rein zu specken. Auf der anderen Seite Armor of Frost hingegen mit Cures Burning, Poison, Stunned, Frozen, Suffocating and Petrified hat dann wiederum eben schon so einiges. 264, 264.
Aber ich muss es halt... So, passt ja noch teurer, oder was? Das ist beim Ivan billiger, okay. 273, gell? Er hat echt den besten Preis. 1,000 bottles of dust. 50 bottles of tears. Oh, I don't know. Zahlt sich das aus? Also ich glaube Restoration so als also cures Poison Bleeding, okay. Wahrscheinlich wenn dann eher dafür, aber Poison Bleeding okay, bei Armor Frost ist Bleeding nicht dabei. Aber dafür halt 10 Magic Armor. oh, 10 bottles of mead. Oh, 1,000 bottles of dust. 50 bottles of tears. Oh, Das ist schwierig. Ich glaub, dass sich Restoration auf jeden Fall nicht auszahlt. Ich sehe Restoration irgendwie nicht stark genug. Auf der anderen Seite, wenn wir die Healpots ausgehen, habe ich keine Healpots mehr. Aber inwieweit saved uns dann Restoration? Mit einem 4-Turn Cooldown bis sie heal. Wir nehmen nichts dabei. Ask the lizard what's on his mind. My mind? What else, my friend? I'm wondering why. All of this. Source, the Voidwoken, the Divine. Why? Ask him what he means. We've used Source for thousands of years. We have used it to heal, to grow. How can it be that it suddenly summons these horrors from the void? And when will Alexander ascend to divinity? We cannot continue like this. Mir geht's dabei sogar nicht nur darum, um die Skill Points, die ihr investieren müsst, sondern einfach um das Gold. Weiß nicht, ob ich es investieren will. Please, excuse us. you're talking to me, not him, Sam. Oh, for the love of Lucian, Balladeer. You're acting like a madman. Say it again. What you said about my wife. Go on. Excuse yourself, sensing that the situation is about to escalate. Ask if you might help them settle their argument. Piss off. Go on, Sam. Well, it's the truth, and you know it. She's better off. So what if it was messy? I'd rather puke myself to death 1,000 times than let the Reds get to me. If she were my wife, I'd be happy for her. A flat smile twitches across Balladier's lips. She never did like you. Okay, da haben wir das gleiche Ergebnis wie letztes Mal. Nein, 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 nicht den Sarg angreifen. The man looks for a moment at the corpse at his feet, then turns back toward the nearly finished coffin, bloodied hammer in hand. Ask if that coffin is building for the man he just murdered. Murder's a big word. And no. This here's a bed for someone 1,000 times better than that snake. Rest her soul. Ask him who he means. Who's the coffin meant for? The love of my life. Gret. She passed in the night. Something in the stomach. Doctor couldn't help her. He tenderly runs a hand along the coffin's side panel. If she were here, she'd tell me this plank is crooked. Chastise me for using warped wood on her final bed. Then she'd laugh and kiss me. Just here. The man holds a hand to his cheek for a moment. He turns from you, lines up another nail, and hammers it into the panel. Okay. Bin immer noch mal überlegen, ob ich nicht vielleicht doch den Heal-Spell nehmen sollte.
I don't know. Es fühlt sich so komisch an, ohne Heal unterwegs zu sein. So ganz ohne Heilung. Nur mit Heal-Pods, von denen wir nicht mehr so viele haben. Bastard. Die Alternative wäre mehr Necromancer für 10% mehr Self-Heal. Bastard. Es nagt an mir, es nagt an mir. Bastard. Aber ich glaube, ich kann es jetzt dann... Na, da drüben ist der... Da ist der Buddy. Ich suche jetzt noch einen bestimmten Charakter. Wo war denn der? Das war irgendwo unten beim Strand, aber nicht da vorne. Da ist das Amigo, glaube ich. Kann man noch kurz mit dem Buddy reden? The dog focuses at the cat at your feet, baring its teeth and growling. The cat's eyes are clouded and grey, but it stares at you with acute intensity. What? How did I get... Hey, stop following me. Ask the cat if it's feeling okay. Huh? Yeah, fine. I'm fine. I'm not sure. It's all a little foggy. Wonder where he came from. The cat opens his mouth as if to speak, but his eyes lose focus, and with a jerk he turns away from you. Aber das heißt, ich glaube, ich muss ihn kurz außernehmen aus der Party. Und dann kann ich mit dem Buddy reden, oder? The old dog Ja. looks up at you, but Er mag... doesn't lift his greying head from his paws. He heaves a heavy sigh. Der Buddy mag nämlich die Katze nicht. Ask the Pooch, what's the matter? It's no use anyway. Tell him to try you. You're nice. Emmy would have loved you. Ask whether this Emmy is the reason he seems so blue. She was my mate for the last 7, carried the 2, plus 50. 5 years! The Magisters, they took her. Scratch behind the Pooch ear. He's not alone for now, at least. I love you. Say, let me show you something. Ooh. Good find. Oh, hey! Hey! I thought you might be Emmy. It's nice to see you. Ask where I can use the key he showed you. Key? What key? Oh, the key! The Magister who took Emmy dropped it when he was walking away. Did someone say Emmy? Oh, Emmy. Ich muss kurz was telefonieren, ich habe eine Nachricht übersehen. Ich mute mich dabei. If you find out where it leads, if you see Emmy, tell her I miss her. I think I love you.
from here, but she was taken by a guy in a white robe who smelled horrible. Like lots and lots and lots and lots and... Lots and lots of dogs, and also a little like dead people. He dragged her to the big castle just there. I'm so worried about her. Schönen guten Abend, Frau Sayapatomi. Und herzlich willkommen, jetzt bin ich nicht mehr gemutet. Wobei, whatever, das können wir eh machen. Ist ja egal, der stirbt sowieso, die Echse. Ist die Echse da? Ah na, die Echse wird noch nicht da sein, wahrscheinlich, weil wir zuerst noch mit dem Griff, oder wie der heißt, reden müssen. Ja, falls du noch nicht irgendwo die Info hast, also
Es wurde resettet. Ich spiele jetzt Necromancer und deswegen machen wir das Ganze dann noch einmal. Here you are. I wonder what keeps you. Tell me your tale. Ask what he means. You've never met before. We are unfamiliar, yet familiar. We are the same material, you agree? I am very curious. So tell me your tale. Ascent, why not? Start from the beginning. Start from where you come. Explain that you've come from another land, another time, another world, almost. I see. Now tell me more. Tell me what you do. Tell me what you find. Say that you seek to learn about this new world and learn what happened to the old. I understand. Now tell me how your story ends. You're not sure, but you hope it ends with answers. To draw back the veil and see the truth is no simple task. To seek the unknown, maybe even the unknowable. We can see the things we lose, not with our eyes, but with our hearts. This ruby does the trick. Thank him for the gift. It is nothing. Many fragments swirl on my shore. See what I gather. So, was verkauft er? Geomancer. Sei mal diesmal nicht. Mal schauen. Contamination, Poison, Fortify, Physical Armor. Na, brauche ich nicht. Poison Dart brauche ich auch nicht. Das heißt, ich brauche von ihm nix. Okay. Aber ist gut zu wissen. Danke, Info schon gehabt. Ich farme nebenbei nur. Was farmst du denn? Behält mal noch. Tides in and out and in again. Kristalle für Poppy. The woman looks out on the gently lapping waves. She seems totally at peace, but as you approach, she turns to you with a cheerful smile. Haven't seen you around here before. New? Tell her you just arrived. Well, don't worry too much if you have a hard time settling in. Takes a while to get used to the place. You here alone? So you've fallen in with a few travel mates, but they don't mean much to you. Nah, so you've been lucky enough to make some close ties. She gives you a long look. You keep them friends of yours close, eh? Some of us haven't got anyone at all anymore. Ich muss da wegen dem Kristalle für Poppy, Not much in this world someone you love can't make better. muss ich tatsächlich ehrlich sagen, das war einer der Gründe, warum ich den Tora nicht wirklich in meiner Party gehabt habe. Weil Poppy-Leveln halt irgendwie so separat vom Rest passiert. Unter anderem mit diesen Tiger und so. Ja. Nicht der einzige Grund, aber einer der Gründe, warum ich wenig bei meinem ersten Playthrough mit Tora und Poppy gespielt habe. Wo es eigentlich coole Charaktere sind. Thank you for your advice. It's nothing. If I haven't learnt that by now, I haven't learnt anything at all. Ask why she's here alone. Used to be I had a family. A husband and a little boy. We were healers. Source was in our blood. Then they brought us here. I couldn't stop them from taking my boys from me when they did. Reckon they were cured. Maybe even released. Don't know why the Reds didn't take me too. Now I'm just waiting for him to call my name. Waiting and remembering. Ask her to tell you more. What were her boys like? Her eyes sparkle. Kind of you to ask. Stefan, he was my little one. Smart as a whip and no less wicked. And my husband, he was called Felix. He was an expert healer. Could fix a broken bone in a short minute. Verstehe ich, ja, sind sie, aber ich habe auch schon in Venom und den Rock in der Party statt die zwei. Naja. Das ist es halt, gell.
Es war definitiv ein bisschen eine Bequemlichkeitsentscheidung, muss ich sagen. Wie gesagt, nicht ausschließlich, aber schon auch. Take a seat in the sand and listen. She talks for some time about birthdays, about Felix's prickly beard, about the skunk Stefan once dragged home for a pet. Joy radiates from her as she remembers. She places a warm hand on your shoulder. Übrigens, weil ich mir gesagt habe, ich muss da besser darin werden. Und es ist eigentlich weird zu sagen, ich muss darin besser zu werden und dann den Gedanken so abschließen. Aber mir bleibt, glaube ich, gar nichts anderes übrig, als genau das zu tun. Ich habe mir da jetzt gerade schon wieder gedacht, während der über die Insel laufe, ganz gechillt mit alle red und überlegt seit Minuten, ob ich mir die Skills kaufe oder ob es Waste ist. Dass es irgendwie wahrscheinlich langweilig ist. Und ganz ehrlich, I shouldn't care, weil es ist genau das, was ich gerade machen will. Die Sache entspannt anzugehen, einfach noch einmal mit alle reden, auch wenn wir schon mit alle geredet haben. Und nicht irgendwie in den nächsten Kampf reinstressen. Wir kommen noch zu Kämpfen, keine Sorge. Sollte sich sogar heute easy noch ausgehen, aber es sollte halt einfach diesen Gedanken mit da passiert gerade nichts sparen so. Ja, wollte ich nur kurz sagen, um mir selbst dabei zu helfen, besser darin zu werden, nicht ständig irgendwie weiter stressen zu müssen. What a gift to think of them. I'd like to give something to you too. A family recipe. One of Felix's best. He'd be happy to know it went to such a warm soul. Besten Dank, my lady. Take care of yourself. You hear? You're a sweet one. Danke. So, was verkauft sie? Restoration. Ebenfalls. Wie viel Leben hat so ein Charakter? 40, 46, 48, 43. Ich meine, gut, Fane ist eh wurscht, der ist Undead und Necromancer. So, ich mache jetzt etwas, was ich mal gesagt habe, was ich nicht ständig machen will, aber jetzt einmal ist ja nicht ständig. Ich glaube nämlich, dass in dem Guide, den ich mal lokal abgespeichert habe, Hydro sogar drin ist. Jo, wäre es sogar bis Level 4, what the hell? What the hell? Unter anderem wegen Armor of Frost. Man, da wird da empfohlen, dass man das Ganze mit an Elfen spielen soll. Elfen ist, also Elf. I found you, didn't I? Whoa. Red, they said. Red, then dead. Is this going to be another attempt on your life? Because they are frightful bore, frankly. Not an attempt, mate. Not if I can bloody help it. Time's up, Your Highness. Let's dance. It's stabbing time. Ganz erst, wenn im ganzen Stream rum ist, nichts Besonderes ist eben das so. Stört niemanden, wenn es einen stört, ist das Problem nicht der, du spielst das Spiel, soll Spaß haben, keinen Druck. Wenn es besser machen zu können, soll es machen und ansonsten einfach schießen. Na es hat ja, glaube ich, auch noch nie jemand was gesagt. Das ist ja eben nur das, was ich eben genau sage. Ich muss darin besser werden, weil eben genau ich halt irgendwie diesen Gedanken schaffe. Also in meinem Kopf. So, Fortify behebt Burning. Das heißt, wir werden wieder die Sibyl fortifyen. Der Red Prince, der kommt schon zurecht. Der braucht kein Fortify. Dann platzieren wir ihn da. Übrigens, eben, 11 ist die beste Klasse für Necromancer. Das hat einen ganz einfachen, tollen Grund. Ich werde jetzt ihn einmal die Lane.
weil du skillst bei Necromancer halt, dass wenn du im Blut stehst, Necromancer-Skills besser werden. Und Elfen können sich halt selber schneiden und direkt unter sich eine Blutlache droppen. Und dann machst du halt einfach Combat-Beginn, halt Blut unter dir und deine ganzen Skills sein billiger. Das ist irgendwie ein lustiger Combo. So, eine Attacke mit ihm kostet 2 AP. Das heißt, ich kann für 1 AP hintergehen, damit er ranged ist. Und jetzt ist Target out of sight. Okay, that's unlucky. Aber weil er blinded ist, oder? Ist er blinded? Er ist blinded. Er sieht nix. Ja, das ist aber unlucky. Okay. Komm, X machen. Pech. End Turn. Egal. Aber vielleicht kann sie ihm jetzt ein... Okay, er hat jetzt noch 2 Physical Armor. Schräge Elfen. Das ist genau dieses Flash Sacrifice, der Skill nämlich. Du kriegst halt 10% Damage Boost vor 2 Turns, -1 Constitution, any Action Points over your maximum are lost. Ein Action Point kriegst du auch noch, genau. So, er hat jetzt dann noch 2 Physical Armor. Das heißt, ich werde jetzt dann mit ihr Adrenaline ziehen. Damit ich ihm das letzte Physical noch ziehen kann. Weil dann kann ich jetzt dann mit dem Fein rein bullrushen. Damit er da liegt. Jetzt steht er wieder auf. Um wieder dort zu liegen. Das ist auf jeden Fall so im Grunde genommen der Plan der ganzen Aktion. Ich wollte nicht mit der Katze reden, ich wollte looten. Fortify Scroll, Tattered Page, Read. Narine, you served me well in the past, you will do so again. Use the scroll included with this letter and cast it in public square in arcs. You will be arrested for source use and shipped to Fort Joy. Once on the island, you will search for a red-skinned lizard. You will kill him, you will cut the body to pieces, you will ensure no magic in the world can restore him back to life. You have your orders, your waiting gold awaits you. Good luck and good hunting. Invisibility Potion. Oh, that's nice. Die geben wir einfach mal da Sibyl. Den Healpot geben wir den Ivan. Fortify Scroll können wir behalten. So, und jetzt ist da nämlich zum Beispiel die Überlegung mit dem Schild. Zuerst einmal schauen wir, ob der sein Schild schlechter ist. Sein Schild ist schlechter, das heißt, er kann auf jeden Fall einmal so oder so den besseren Schild kriegen. Und jetzt ist die Überlegung, was ich beim Fein habe. Derzeit, weil ich nur die Einhandwaffe benutze, habe ich Sucker Punch. Sucker Punch ist cool, weil es einen Knockdown-Effekt. Jetzt könnt ihr den Schild anlegen, der mir mehr Armor gibt, dann verliere ich aber Sucker Punch und kriege stattdessen Shield Up. Und Shield Up ist halt Restore Physical Armor and Magic Armor. Ich glaube, in der aktuellen Situation bringt es mir mehr, den Sucker Punch zu haben. Aber ich werde den Schild nicht verkaufen, ich behalte ihn auf jeden Fall im Inventar. Geht's der Dame gut? Die wird ja wohl weggelaufen sein, oder? Die ist da jetzt nicht nebenbei mitgestorben. Ah ja, passt. Margot ist da oben. Die Margot ist nett. Ich hätte jetzt nicht gedacht, wenn die gestorben wäre. Simple Rhyme. Let's read that. An old nursery rhyme reads, come join me where it's hot. Come join me at the fire. Come join me round the pot. That's how we make our dinner.
So, Recipes. Das ist vom Menü her auch ganz praktisch gelöst, weil wenn man irgendwas craften kann, dann leuchtet es direkt auf. Da so wie die Potato, kann man zu einer Boiled Potato machen. Ja. Und ich wäre jetzt beim Fane, ich wäre Hydro skillen. Was brauche ich an Skills noch? Ich nehme plus an Skill. Necro ist Intelligence based, ja, okay. Dann nehmen wir noch eins in Int. Das heißt, ich sollte jetzt 2 Slots haben. Ich werde mir dann später wahrscheinlich noch mindestens einen Slot mehr holen. Aber jetzt bei dem Level nehmen wir einmal 2 Slots. Ich kaufe mal den Heal und die Frost Armor. Den Heal kann ich gegebenenfalls sonst ja wieder rauskicken. Das sagen wir dann eh. Aber wir kaufen sie jetzt auf jeden Fall einmal. Und haben sie. So, das heißt, ich hätte gern Restoration und Armor of Frost. Aber nach Möglichkeit vielleicht bei jemandem, bei dem es günstiger ist. 264 ist wahrscheinlich das günstigste, gell? Ah, spart man sich doch schon wieder ein paar Gold. Restoration. Und das. Balance with Gold. Ist nicht wenig, aber okay. Accept. Und dann holen wir uns aber für die ganzen Waren gleich wieder ein bisschen was hinter. Accept. Perfekt. So. Yet so quickly we find source so dangerous. What in his death caused it? So the Voidwoken are attracted to source. Passt. Dann haben wir jetzt an die Skills. When another divine arises, will source change Dann werden wir da jetzt einmal mit. So, this is Fort George. Delivery. Surely you'll have one. What a crumbling disaster. Okay, jetzt verstehe. Okay, das macht also doch voll Sinn, dass sie da einer schaut, weil er zu dem Zeitpunkt noch da heroben ist. Bevor er jetzt dann zum Strand geht, wo wir dann die geklauten Waren finden. Leave him be. Don't make me say it again. Listen, I can help you if you just... Shut up, elf. Say this elf seems badly injured and ask why he's being held here. This clown? Caught him stealing from my kitchen. Still won't say where he stashed my supplies. Sound like someone you'd let off with a slap on the wrist. Ask how he's sure he has the culprit. Caught him red-handed trying to make off with a second crate after he took the first. Went down like a rent boy when we grabbed him. Easy. Ask what he's meant to have stolen. Supplies. Crate of food, citrus in particular. He'll talk, or he'll die quiet. Make a proposition. You'll find back the stolen supplies and Griff will free Amiro. All I want is my supplies. Happy to let this clown die in a gutter instead of my kitchen. Bring back my crate and you got yourself a deal. Wonder if he'd really kill a man over a few pieces of... Nah, today. Take your leave. Würde ihn einfach umbringen. So, dann gehen wir jetzt zu dem... ja, zum Strand runter. Da werden wir noch kurz einen Safety Save reindrucken. Weil da ist die Order wichtig, dass zuerst der Red Prince redet. Mal schauen, ob das automatisch wieder so passiert wie beim letzten Mal.
Wir drücken einfach drauf. Just as you're about to address the lizard, the Red Prince bars you with an outstretched arm. This man is a dreamer. As you know, I need a word with him. You may wait here while I speak. Very well. Tell him he has your permission. Permission indeed. He bids the dreamer stand up and pay attention, which he does in a grovelling and awkward manner. The dreamer then chews and swallows a handful of Drudene leaves before slipping into a trance-like state. He falls asleep. To your surprise, the Red Prince lies down and follows suit. After about half an hour, they wake up and begin to discuss what they saw in their dreams. The Red Prince pinches the bridge of his nose in apparent irritation before turning his back on the jabbering dreamer. So you didn't know lizards put so much stock in the afternoon nap, oder tell him you couldn't help but overhear some of the nuggets of wisdom he just received. Tell him you couldn't help but overhear some of the nuggets of wisdom he just received. You receive a withering glance in response. Das hat ihm wohl nicht getaugt. A deserved bit of sarcasm, I suppose. But though this sting-tailed fellow may be a less than stellar specimen in the firmament of dreamers, the dreams themselves prove to be quite elucidating. Turns out I'm being hunted by an enemy I didn't know actually existed. The myth-shrouded House of Shadows. The dreamers, though, they're on my side. And they've visions of me on the throne. Tell him you have little faith in visions. That's because you haven't seen that other world in all its glory. It is majestic, fit for a prince. Oh, I was born with the promise of an empire, and that promise will be kept. Okay. But to keep it, I must find a second dreamer, a greater one, a more experienced traveler of the dream world. Bahara is her name, and she resides in the swamplands east of the fort. So, let us make our escape and venture there post-haste. Post-haste. You know, I could tell you all about swamp dreamers So. too if I choose. As you're about to approach the lizard, Sabine cups your chin between thumb and index finger, then guides your eyes to hers. Spoiler alert, das endet nicht gut für die Echse. Listen, I need to have a chat with this here morsel of flesh. He has wronged me once, but may just do right by me this time. Übrigens, Uriah ist wirklich wunderschön. Die rosa-orangen Bäume, der bläue Hintergrund, die leuchtenden Blumen. Jo. Uriah ist... Hat er irgendwo doch so ein bisschen einen Vibe von diesen Sathol Marsch oder so? Also vor allem Sathol Marsch in der Nacht halt eben, wenn die Bäume so leuchten. Aber Uriah ist wirklich ein hübscher Titan. I don't see why not. Tell her, go ahead and have that chat. To your surprise, Sabine proceeds to throttle the unsuspecting lizard with one hand as she drives the tip of her needle into his lower belly with the other. Then, the questions commence. You hear him yelp about the master, lone wolves, and a man called Griff. Then, quite suddenly, there's blood everywhere as Stingtail falls to the ground, face first into his own intestines. Tja, blöd gelaufen für ihn. Sabine heaves a sigh of satisfaction, and as she wipes her needle clean, shoots you a cursory look. Chat's over. Ja. Demon elf, how dare you strike down a dreamer? Something on your mind? They're re-evaluating traveling together. She's a psychopath. Nö, warum? Demand to know why she just brutally killed Stingtail. Eigentlich, Demand ist auch so streng. Ich hab überhaupt kein Problem mit dem, was sie getan hat. Das muss man heutzutage viel flexibler sagen. It's simple. He scarred me, so I scarred him. Extensively. Ja. She defies you with devilishly innocent eyes. Oh, wie könnte man hier doch böse sein? Can you blame me? Admit that if someone had likewise scarred you, your action might have been the same. There it is. I was wondering when your spying would make an appearance. Anyway, what's dead is done, so let's move on, shall we? Despite my high hopes, this scar disfigures me still. Ask her what's next. The search for the master continues, of course. Hungry work, the hunt. And you know what? I'm feeling a bit peckish. Stingtail mentioned a cook, as it happens. Fellow named Griff. 2 birds, 1 stone.
How about it? Okay. Stimmt. Der droppt ja. Zup. Repair hammer. You found a repair hammer. Now you can press right mouse button on any broken equipment and select repair. Useful. So, Pyro. Ich glaube, Pyro brauche ich dabei nicht. Da was zu verkaufen macht, glaube ich, auch wenig Sinn. Because you never know. Ich werde mal kurz auf die Toilette. Bin gleich wieder da. Unusually large orange. Cultivated and exported from the equator by expert lizard horticulturists. 201 Gold. What the hell? Griff's Drundane. Schau on. Huh. That's interesting. Die Orange ist so groß, dass drinnen was anderes versteckt ist. A controlled, highly addictive substance capable of altering human consciousness. Das erklärt, warum der Griff so mies drauf ist, wenn ihm das geklaut wird. Hallo. The orange is hollow and tightly stuffed with a sweet-smelling substance. It appears that Griff was after more than just some fresh citrus. That's Drundane. Enough of the stuff will leave a Titan seeing stars. I know Drudene when I see it. Oh, Drudene. Griff must be jonesing Sorry. mightily for his next hit. What sort of a madman would cage a man over a missing hit of Drudene? The elves would be furious if they found out Griff had been torturing one of their own over a little Drudene. Haha. Look at that. Die Bedroll nehmen wir mit, wenn wir sie verkaufen können. Frying Pan. Not worth enough. I think this was the crate I was after. Looks like someone's made off with most of the contents, though. Bin ich gespannt. Vielleicht kann man die Info ja für irgendwas verwenden, ne? Das heißt, wir machen da mal ein Safety Save und dann...
Hat wer geblutet? Sibyl gently places a hand on the small of your bag. Her mouth reaches your ear with a whisper. Ah ja. Let me have a word with the gentleman, would you? I've a little clue to follow up on. Extend your arm in a welcome gesture. She's free to speak first. Sibyl steps forward and asks Griff the cook about the lone wolves. A dead little birdie told her he's the man to talk to. A little back and forth ensues. Money crosses hands, and before you know it, Sibyl stands back beside you, all smiles. Thank you. We should make good on our escape, you know. I have to see a man about a wolf in the hollow marshes. A big bad wolf? Naught but a whelp in skillful hands, I'm sure. Zalaskar's his name. A name for the taking, if it comes to that. So. Jetzt werden wir aber zuerst einmal da reinschauen. Keep the boss happy. Report back to Griff. Griff's oranges were stuffed with Dudene. No wonder he wanted them back. Make the boss pay. We could liberate Armor by killing Griff. Many in the fort would be relieved. Vielleicht sollten wir mal kurz zu den Elfen gehen und Bescheid sagen. Aber wer weiß, was das zur Folge hat. Auf der anderen Seite ein bisschen Chaos. Worse than war rations, these. Ich meine, so ein bisschen Chaos. Übrigens, passend zum heutigen Tag habe ich natürlich den Love-Tee vorbereitet, weil welchen Tee sollte man sonst heute an diesem Tag trinken? Oder so. Frightfully busy at the moment, love. Haven't got any liquor on hand, have you? This fella could use a little comfort. Nö, den Alk habe ich verkauft. Smile apologetically and say you're fresh out. All the worse for old Dane. He crossed one of Griff's card sharks and got a club to the skull. Doomed to be sure, but I would have liked to ease his way out. Tell her she's right. Death may be better than life in pain. Exactly. Okay, Polymorph. Sei hat sich einen Kümmel-Fenchel-Tee gemacht. Heute. Am heutigen Tag. Jedem das seine. Es ist Montag. Es ist doch Valentinstag heute. Out my face, or I'll punch your lights out. Try to soothe the wretched fella and ask what happened to him. Those bleeding fools think they run the place, but I showed them. Ask if he has any pointers for you. Sure. First, always win. Second, never lose. What are you? Some kind of idiot? Das ist aber unhöflich. Der kriegt keine Healing Potion. You'll hie yourself to the grave. Weil man so eine Healing Potion. Out my Komm her, Zeug. I'll punch your lights out like him, living coward. Give me a healing potion. Unscrew the top of a healing potion, hold his head in your hands and tip the contents into his mouth. He smacks your hand away, refusing the potion. Dann halt nicht. You're trying to kill me, ain't you? Get! Offer to stomp out whatever life remains to him. Put him up. Oh, I don't think so, mister. You'll return to your bed or I'll flatten you myself. You will. I'll...
Yes, yes, I'm sure you will. Now lay down! You, Mrs. I'll thank you not to provoke my patience. That's a courtesy I'll only offer once. Wow. Oder war eine Ratte, mit der hätte man vielleicht reden können? Goddammit. Da oben liegt ein toter Lizard. Was dem wohl passiert ist? I am glad to see you. You fill me with peace. Tell you I found Elf Emery and have struck a deal to have him freed. Ah, you help him. Your open heart surprises even me. Say you are happy to help. You bless me. You... Okay, wenn ich ihr nichts von den Drogen sagen kann, dann... Wem dann? Elodie? Oh, my unlikely friend. What do you need? Wait, I call a timeout. Da, die Ratte, die Ratte, die Ratte, die Ratte. Bleiben Sie stehen, junge Ratte. Say, do all lizards smell like oranges, or is it just that crazy fellow with the pointy tail? Aber ein Tipp. Es ist ein Tipp. Eben Zitrusfrüchte und dann so, hey, der Lizard. Finde ich cool. An elf, caked in mud and blood, looks up at you from the bottom of the cage. He holds his shoulder at a strange angle. Despite his condition, he appears eager for your attention. You believe what he says? That I am a thief? Shakehard, you wouldn't put it past a man like that to lock up whoever he pleases. Deceptive. Like most men behind bars, I'm innocent. Like most of us here on the island, in fact. Aren't you like me, looking for a way out? Ask him why he'd make that assumption. Some people settle in. They don't go poking around in Griff's kitchen. They find a quiet place, wait their turn. Not you. Tell him he's got a sharp eye. You're not keen on waiting around for the magisters to cure you. Smart. In this case, I think we help each other. Ask him what he has in mind. I know a way out. I show you. And you help me out of here. I cannot die in this cage. Agree, this arrangement sounds good for you both. Finally. Progress. Griff releases me if he sees I do not have what he misses. You must find who steals them. After I am free, you are free. Ask if he knows why Griff is so hell-bent on getting this particular surprise back. Griff is a powerful man. Power is mysterious. In case you haven't noticed. Say you understand and take your leave. Thank you. And hurry. Please. Please. Hey, you're a little light in your pack, ain't you, mate? Who could blame you with the garbage they got for sale round here? Why don't you take a gander at the goodies I got? Stuff you won't find anywhere else in camp. Procured by special means. Say you'll have a look as long as it's quality stuff. Only the finest, you know. So. Sie Sie habe ich gesucht. Genau, für Chloroform. Chloroform destroys 8 to 9 magic armor. Okay, that's not optimal. And then tries to set sleeping. Resisted by magic armor. Okay, Chloroform. Perhaps if those bleeding dwarves didn't eat so much. War mein Plan mitzunehmen, aber Magic Armor.
ich nehme es trotzdem mit. Ich habe grundsätzlich Möglichkeiten, Magic Armor wegzumachen. Mal schauen, wer den besten Preis hat. 264 wird wahrscheinlich eh wieder er sein. 273, ja, okay, passt. Ja, weil eben set sleeping for one turn. Ist das worth it? Maybe not. Doch. Ich glaube, es ist worth it. Wir nehmen es mit. When another divine arises, will source change back? What if there are no sources? Yet so quickly. Perhaps if those bleeding dwarves didn't eat so much. Theoretisch gibt es da dann noch nicht ganz uninteressante Rüstungen, eben da Schuhe oder Rüstung. Perhaps if those bleeding dwarves didn't eat so much. Was heißt theoretisch? Praktisch. Teilweise ist das nicht einmal so teuer. Shell kann weg. So, wir haben da zum Beispiel einen Helm. Okay, der ist relativ teuer. Wir haben Schuhe. Wobei, so billig ist der Crap vielleicht doch nicht. Ich meine, die Schuhe mit 2 Physical, die kann man nehmen. Und die Muddy Mittens kann man auch nehmen. Ist zumindest irgendwas. Und den Dusty Head kann man noch mitnehmen. Die sind alle relativ cheap, die nehmen wir mit. So, Gold dazu. Accepted. Okay, so. Ah, da schon 13 Physical Armor und hübsche Federn am Kopf. Alter, wie das ausschaut. Ain't fit for beasts. Griff glances from his blade to you and back again. Say you found his origins, or more accurately, his Druidane. Oder say you'd like to discuss your deal. I'd like to discuss our deal. You already know the terms. Nothing else to say. I found your oranges, or more accurately, your drugs boy. Spare the indignation and hand it over. Now. Tell him you're not going to feed his habit. I ain't gonna ask again. Hand it over. Ah, ziemlicher Junkie, der Junge. Ich schätze, wenn ich mich mit dem anlege, dann wird es da eine ziemlich wilde Aktion. Auf der anderen Seite, was stört mich? Ich sag so, ich wollte es ihm nicht initial geben, in der Hoffnung, einen besseren Deal rauszuschlagen, soll er mal Kohle geben, sonst was, aber ich befürchte, es wird halt entweder eine Prügelei oder ich gebe ihm, was er will. Na, Prügelei ist es halt irgendwie nicht wert, oder? 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 I'm tempted. Hold fast. Oh, you must think I'm playing with you. I don't play. Hand them over. Okay, so. Camp Boss Griff. 40, Physical, Level 3. Hilde. Gar kein Physical.
Da drüben Needle, 12 Physical. Sie steht da, sie war noch nicht dran. Ich würde sagen, wir fangen damit an. Zap. Einfach radikal eine und dann direkt Damage drauf. Invis? What the? Okay, die da oben spielt auch noch mit. Das sind doch einige, gell? Miss. That wasn't part of the plan. Aber den knows sie auch. Okay. Vielleicht habe ich mich da übernommen. Ich gebe dem Griff seine Drogen. Es waren doch mehr als erwartet. Ich hätte nicht gedacht, dass die, was drüben bei der Luke steht, mitmacht. Und ich hätte nicht gedacht, dass die, was oben steht, mitmacht. Also da von der Nosy und von der Butter bin ich tatsächlich nicht ausgegangen. An elf. You. Deceptive. Like most men behind bars, I'm innocent. Some people, not you. Smart. In Griff, I tell you what I know. I know a way out, finally. Griff, after I am free, you, I see no one. Griff is a powerful man. Thank you. Why don't you take a gander at the goodies? Only the finest, you know. So, Chloroform. Head, Mittens. Haben wir letztes Mal nicht noch was gehabt? Ich glaube, letztes Mal war noch was. Gibt's diesmal scheinbar nicht, oder was? Okay. Ich habe letztes Mal noch ein Item gehabt. Egal, vielleicht auch nicht. Whatever. Add Gold, Sell. Also, Accept. Bedroll kannst haben. Fische kannst haben. Ham kannst haben. Shell kannst haben. Und Add Gold, Accept. Passt. So, dass wir den Skill erlernen, wenn wir ihn schon kaufen. Let me have a word with the gentleman. Sibyll's little... Thank you. We should make good on our... Did I disappoint? Zalus. Griff glances from his blade to you. Spare the indignation and hand it over. Now. Good boy. Looks like everything's accounted for. Now the important question. He raises an eye. Looks like someone did my job. Your guy's free to go. Okay, so. Ich weiß, ich hab da jetzt ein paar durchgeskippt, aber war gerade irgendwie halb Brain AFK. Neither will she. It is done. And quickly. I thank you. Very, very much. I hold my end of the bargain. I show you the way out. But I have something more to ask of you. Ask the elf what he means. Sahela. She is everything.
a ruler, a seer, a knower, a child. She cannot be lost here. Ask what he has in mind. It is for all our people, for the world. Give me your map. I show you the way out. A secret, dangerous, but it leads to freedom. I give you this amulet. You must pass it to the elves who still remain. Tell them Sahela is here. They will send help. Please. She is important. I go to her. I wish you good luck, and I thank you for us all. So, dann können wir jetzt beim Griff auch noch mal kurz reinschauen. Ah, you're back. Oh, it's so good to see you, mate. You know who you look like? The moon. I bet you hear that all the time, don't you? I'm interested in trade. Have a look. Okay, ich habe eigentlich Griff's overpriced Ruin. Overpriced? Der Typ verkauft es auch noch viel zu teuer. Was ist los mit dem? Here's the goods. Like you wanted. Keep, I know that look well enough. You're about to pop, ain't ya? Why don't you enter a match and let some of that frustration out the right way? Your stomach does a somersault. This must be an arena of the One, home to a favorite court of battle. Ask her to tell you more. Nothing I can tell you can't find out by slipping down that hatch. If you've got the spit in you, that is. Jetzt gehen wir zuerst noch zum Strand runter, zu der Amigo müsste das sein. See if you're spirit to fight the Reaper. Is that thing eating corpses? The creature heaves through lips gummed with human gore. It turns to you with great effort, pain apparent in every movement, and madness screams from its wide, bloodshot eyes. You. Quite lost. Quite lost. Careful, or they'll cross your wires. Now, a little query. Where grows the yarrow? Quickly now, for I haven't much time. Hat der ein Chaos-Ding auf der Stirn? Also so ein Chaos, wie es im Warhammer verwendet wird? Klar, oder? See, sorry, but you can't help him. Maybe I unscrew your lid and poke about inside and set your memory straight. Would that please you? Can you not remember now? So, was haben wir da? Tell a creature can't help him. He needs to leave you be. Draw your weapon. This thing appears unstable. Scholar. Suggested, preferring direct climbs. Yarrow is likely to grow on sunny cliffs above this beach. So he seems to be in quite a lot of pain and offer to help him discover the source of it. Suggested, preferring drier climbs. Yarrow is likely to grow on sunny cliffs above this beach. Are you mad? Yarrow loves the beach. Yarrow loves the sand, the waves, the wind in her hair. You're better off without a top. You're better off uncrossed. That's not what my plan was. Alter. Delay. Prepare yourself.
Ha, der Plan ist aufgegangen. Ich wollte hinter ihm das Poison weghaben, dass die Sibyl jetzt dann backstabben kann. Das hat also recht gut funktioniert, würde ich sagen. Er ist momentan noch Poison, aber er steht nicht im Poison. Vielleicht sollte ich nichtsdestotrotz zur Seite gehen, dass sie nicht alles so gegrouped sein. Not enough AP. Okay, ist schon zweit. Dann kannst du da gleich da hergehen. So, und dann kann sie jetzt schön rein backstabben. Nein! Jetzt. Also wobei, ihr Chloroform ist sowieso Magical Armor, dann macht es gerade nicht so den großen Unterschied. Dann werden wir nichts tun, außer Turnenden. Passt. Crap. That wasn't part of my plan. What the f... Warum kommt denn da jetzt Gift raus aus dem Jungen? Was soll denn das? Ja genau, der Fane hat ja nicht agieren können, weil der ein Knockdown war. Ich glaube trotzdem, was gescheiter ist, mit ihr durchs Gift zu laufen. Das geht sich schon irgendwie aus, I guess. Alles unter Kontrolle, alles unter Kontrolle. Dann werden wir jetzt bei ihr Adrenalin zünden. Dann können wir nämlich noch einmal in seinen Rücken einstechen. Und dann ist er eh schon down. Jetzt wird noch ganz easy cheesy geschaut, dass sie mir nicht gleich umfällt, indem ich ihr zur Sicherheit einen Armor Frost drauf gebe. Dann wird dann noch einmal Knockdown gemacht. Jetzt kann endgültig nichts mehr schief gehen. Und jetzt killt er ihn einfach. Definitiv nicht mein Plan, weil ich habe eine Quest für den gehabt, aber ich will es jetzt auch nicht resetten. Es ist passiert, wie es passiert ist. Und ich nehme das jetzt an so. Und wenn du vielleicht aus dem Gift ausgehen würdest, dass du da nicht... Weil letztes Mal habe ich ja mit dem Jungen reden können. Aber okay. A dead man, creature, thing lies in a heap on the beach. The poor fellow seemed unconcerned with Yarrow. That suggests some trace of his personality remained. Whatever it was too dangerous to be allowed to live. Maybe there was something to his obsession with Yarrow. Perhaps it means some spark of his personality remained. That might be what happens to sorcerers here. But I'm not hanging around to find out for sure. Oho. Oho. Hallo. Das heißt, wir können jetzt noch jemanden Restoration geben. Vielleicht den Ivan? Oder ihr? So ist sie's. Sie hat am ehesten noch Skill Points übrig, kommt mir vor. Bei den ganzen Aktionen. So, er hat Stärke 11. Er kann das anziehen. Let's go.
So, dann bleibt ein hübscher Scale Armor übrig. Das kann ich anziehen. 5,3, da bleibt sie definitiv bei dem. Und dann kann er noch den Wizard Armor tragen. Hey, ich würde sagen, jetzt nicht optimal, aber hat sich schon irgendwo ausgezahlt. So, Level Up haben wir auch. Aber es muss man ja nicht so stressen. Mit diesen Level Ups. Ach, da gibt es noch einen Arm. I've spotted something. Das ist der geheime Ausgang eben. Aber overall muss ich sagen, also es wird jetzt nicht der heftigste Kampf ever gewesen sein, aber er hat gut funktioniert. So. Okay, die Wooden Torch 12,8, die ist gleich wie die, was ich schon habe. Das kann sie essen. Hated your work for the order. You wanted to be a stonemason, marry the baker. You still dream about it every night. Okay, das war nix. Was haben wir da? Hardest nails, twice as chewy. This rare plant thrives tears, exhausted adventurers. Okay. Bottle of Beer. Vielleicht kann ich dem einen Cup of Tea trinken wir. Vielleicht kann ich dem Verletzten da oben jetzt einen Alk geben. Vielleicht reicht ja ein Bier. Wow, Jetzt habe ich kurz gedacht, da oben ist eine Kiste. Aber nö, es war nur irgendein Baumstumpf. Lass die Augen offen halten. Da kann überall Loot sein. Überall. You never know. Frightfully busy at the moment, love. Haven't got any liquor on hand, have you? This fella could use a little comfort. Pull a flask from a bag and offer it to her. Look at that. Just what I ordered. Ain't you a peach, love? And old Dean here'd thank you too if he could. Ask what happened to him. Poor fella over there crossed one of Griff's card sharks and got a club to the skull. Don't to be sure, but I'd like to ease his way out. Take your leave. Irgendwer muss da doch Necromancy verkaufen. Irgendwer in diesem Laden muss Necromancy verkaufen, oder? Leave me. Go. Sag doch, irgendwer muss Necromancy verkaufen. So, brauche ich von dem was. Bloated Corpse. Kein unpraktischer Skill. Definitiv kein unpraktischer Skill. Bloodsucker. Target character consumes blood surfaces around them, restoring vitality. The more blood, the more they will be healed. Restore up to 38 vitality depending on relevant surface area. Decaying Touch habe ich schon. Mosquito Swarm habe ich schon. Target Character. Aber nichtsdestotrotz braucht man dann halt Blut am Boden, dass das funktioniert, ne? Restoration geht immer. Monetenmäßig sind wir ein bisschen blanker unterwegs. Bloated Corpse. Bloated Corpse hat auf jeden Fall Value.
Bloated Corpse nehme ich mit. Bloodsucker könnte auch noch Value werden, aber ist klar wieder mal nicht so wichtig. Ja. Aber Bloated Corpse ist definitiv garantiertes Value. Your offer insults me. Warum? Ich gebe dir 49 für 285. Muss man immer greedy sein? So, jetzt bin ich pleite. Habe ich gut gemacht. Not her parent asked if she needs help. You leave me be. Just. Okay, bin hier schon weg. Bin hier schon weg. So. Okay. Hast. Level up. Ich brauche auf jeden Fall noch einen Slot. Slot haben wir. Bloated Corpse rein. Perfekt. Sind diese Zeichen mit den Händen eine Repräsentation, dass du mit ihr handelst, oder was ist das? Zeichen mit den Händen? Die hab ich mit meinen Händen was gemacht? Oder in Game was? Ich weiß nicht, was ich tue. Ich rede, ich überlege, ich tue Dinge. Verurteile mich nicht. Und dann gehen wir einfach weiter in. Dann hast du irgendwelche Sache jetzt gegeben, oder? Ach so, du meinst das oben. Was, was? Was soll ich jetzt? Ich hab irgendwas geklaut, oder? A thief's on the loose. She groans in pain, refusing or unable. Meinst du das da, oder? Oder das da oben. Ah, ja. Ah, okay, das meinst du. Du meinst... Warte mal, was? Thief's been prowling about, I'm afraid. Can I look at all your belongings? Allow the search. Let's see what we've got here. Nothing strange here. Thanks for being so nice about it. Can't be too careful. So, du meinst das da. Das da, was jetzt auf dieser Schlüssel drauf ist. Richtig? Das hast du gemeint. Da, die unusual large orange haben wir auch noch. Ja, genau. Das... Eigentlich kann ich dieses ganze Essen verkaufen, ich verwende es... Ich meine, teilweise ist das wahrscheinlich kein schlechter Buff, was. Ja, das verwendet man dafür, etwas als Ware zu kennzeichnen. Den Apfel tun wir weg. Das tun wir weg, weil es keine Straight Buffs sein. Das tun wir weg. Damit kannst du eben Sachen als Waren klassifizieren. Und dann kannst du halt im Shop einfach drucken, gib ihr alle Waren. Dann musst du die nicht einzeln reinziehen. Also wenn ich davor schon weiß, okay, das Item, das will ich eigentlich eh nicht, das verkaufe ich letztendlich nur, dann kann ich es als Ware klassifizieren. Und ja, macht das Handeln einfacher.
So, ich war mitten beim Level-Uppen. Und wer jetzt an... ist die Frage, nehme ich Necromancer oder nehme ich Warfare? Necromancer bringt mir eigentlich nur Heal. Also, Necromancer stärkt nicht meine Necromancy-Spells. Und ich brauche gerade für keinen Spell Necromancy... wie ein Schild aus, auf dem eine Hand abgebildet ist. Ja, es ist ja im Grunde genommen irgendwo eine Hand. Also, ja, meine Hand ist es ja. Ich glaube, Necromancy zu skillen bringt man eigentlich nichts, weil ich brauche für keinen Spell, den ich habe, Necromancy Stufe 2. Also gehen wir in Warfare, weil dann machen wir mehr Damage. So machen wir das. So, Talente. Die nächste Frage. Wir könnten all skilled up, kriegen wir einen Combat Ability Point und zwar Civil. Meh. Eher meh. Extra Attribute Points, Comeback Kit könnte man noch einmal aufstehen. Leech. Leech heals you when standing in blood. Könnte man nehmen. Ah, genau. Empfohlen ist Executioner. Gives 2 extra action points after dealing a killing blow once per turn. Ich kann Ihnen fürs Malbuch 78 Gold und 5 interessante Gesten anbieten. Gives you 3 extra points in your memory attribute. Brauche ich jetzt gerade, glaube ich, auch nicht. Pet Ball brauche ich nicht unbedingt, weil ich habe ja eh den Ivan dabei und werde ihn behalten, glaube ich. Savage Sortilege. Dass meine Spells critten könnten. Mein Crit Chance ist 10%. Ich glaube, ich nehme Executioner. Wenn ich doch einmal einen Killing Blow mache, kann es einfach ziemlich viel Value bringen. Und Leech einfach nur Heal, weil ich im Blut stehe. Wegen Handeln. What the hell? YouTube, what's wrong with you? Goodness, brave adventurer. I'm a poor fruit salesman and I need to sell my fruit. Only a copper apiece in order to buy some medicine for my sick children. Won't you please buy some? Or I could buy from you, I suppose. Wouldn't you rather munch on some delicious fruit that would help save a child's life? No? Okay. Well, now you must be famished. Wouldn't a delicious carrot or an exotic banana savage that deep hunger within you? An old wooden leg for 20 gold. Wow. Expensive for that, isn't it? But you know what's not expensive? Delicious fruit for a copper that saves a child's life. No, not in the mood for one, eh? Oh well. I bought a couple of your items, and now I think it's time you bought a couple of mine. That literally helps save children's lives. Or I could buy that old twine for 50 gold. Twine. Wow.
But I'd really like to string together some loose ends of my part and be able to afford some medicine for my dying... Well, I guess I don't need all of the children, so one can go. But I'd like to at least be able to save 5 of them. So what do you say? A carrot, a banana, a lovely... Ah, an old dusty book for 120 gold. Wow! Great! Well, I guess I'd... Or I could buy that box for 500 gold. Wow! Can't you please just buy some fruit for copper? My children are literally dying. Okie dokie. The Sword of Grandok for 1,000... Oh! I guess I was gonna sell off my tent and live on the street naked as the day I was born. Give me a run around the street naked. In a ring, 8,000. Knight's Helm, 10,000 gold. Shield of Gorgon, 12,000 gold. Gold ingot, 18,000 gold. Pearl necklace, 20,000. Sapphire bracelet. Big old diamond for 42,000 gold. Dragon's tooth, 46,000. Of course. The golden skull of Rose for 50,000 gold. I've never seen that much money, and now I'm giving it to you for a dead man's glittery skull. What are you just gonna big bucket of water and just murder my children in front of my eyes? boy. Huh, big boy, why do you do that? You bitch. Well, I mean, I don't have any children or a house or a wife, but at least I've got a glittery skull of Rue. Lucky me. One copper, please. Thank you. Thank you, good sir. You don't know how much... You ruined me, adventurer! Wobei man sich ja schon fragen muss, wenn er dem einen Typen die ganzen Sachen abkaufen kann, hat er dann nicht genug Geld für seine Kinder? Aber ja, das ist halt so dieses Gameplay-Prinzip. In manchen Spielen haben Händler halt einfach Infinite Money und so wie da kannst du halt echt nur mit dem traden, was da ist. Executioner war der Plan, gell? Executioner, let's go. Executioner it is. So. Red Prince. Ich glaube, Executioner ist nie verkehrt. Ich glaube, wir machen einfach voll mit Executioner weiter. Jupp. Das machen wir. So. Ist die Frage. Er hat Geomancer. Für Fortify zum Beispiel. Man könnte ihm jetzt was im Pyro geben. Für Pyro. Mir gefällt auch, dass er trotzdem aus dem Wert zum Händler genommen wird, obwohl es eigentlich nutzloser Trödel ist. Ja, das sowieso. Das Skull of Rule. Vielleicht ist das ja gar keine so schlechte Idee, oder? Wir geben dem Red Prince einen Punkt in Pyro. Er kann Haste lernen. Oder Peace of Mind. Increases Strength, Finesse, Intelligence, Wits, removes Blind, Terrified, Charmed, Daunted, Sleeping, Enraged and Mad. Blinded, Terrified, Charmed, Taunted. Okay, das sehe ich nicht wirklich. Ich gebe dem Original Pyro. Pyro, yes. Und dann wird er wahrscheinlich... Okay, er hat sogar noch Ready. Ja, aber dann tun wir doch einen Point in Memory eine. Zap. Und den zweiten einfach in Stärke. Und dann soll er... Dann lernt er jetzt einfach alle... Nein, lernt nicht alle, weil ich wäre Ignition und Searing Daggers.
glaube ich, einfach verkaufen. Das werden wir jetzt noch einmal schauen. So, genau. Er kann jetzt die beiden Skills. Soweit, so gut. Das war mal der Plan. Jetzt werde ich noch einmal mit der netten Dame da im Zelt reden. Weil wenn es sich ausgeht, vom Value her, und ich glaube nicht, dass es sich ausgeht. Hallo, junge Frau. Refusing or unable to Ja, weil acknowledge. kriege ich gleich 50 von ihr. Da komme ich nicht hin, weil sonst hätte ich mir da noch Blattsacker gekauft, aber komme ich vom Value nicht hin. Egal. Ich behalte die Bücher dabei noch. Es bringt jetzt dann, glaube ich, nichts, wenn der Red Prince sie lernt. Davon habe ich im Endeffekt nämlich auch nichts. Executioner requires Warfare 1 und geht nicht mit the Pawn, sie ist the Pawn. The Pawn burns a character wannabe worth of free movement per turn. Okay, das heißt, sie kann nicht Executioner werden. Good to know. Passt. Ich glaube, ich werde ihr Leech geben. Ja, sie kriegt Leech. Bis sie Selfie. Das machen wir. So, was macht Scoundrel? 10% Crit Multiplier, 0% Movement Speed. Dann kriegt sie jetzt auch einfach einen Point in Warfare. Physical attacks deal 5% mehr damage. Dual wielding increasing damage starting when dual wielding 2 one-handed weapons. Okay, würde theoretisch gleich viel Damage machen und 1% Dodge dazu im Gegensatz zu Warfare. Über Warfare hat sie halt theoretisch den Bonus, dass sie an Warfare Abilities rankommen könnte. Haben wir sonst irgendwo eine Spells? Ich spare mal das dabei. Das lassen wir dabei noch. Wie schauen ihre Slots aus? Einen in Finesse, den anderen sparen wir. So. Und du brauchst... Du kriegst Executioner, das heißt, du brauchst dafür Warfare. Zap, Executioner. Skillmäßig hat dann noch einen Slot frei, das passt. Finesse, Based, ich glaube Range ist Finesse. Jo. Zap, zap. Passt. Okay. Jetzt rede ich noch mit der da oben, dass ich den Migo gefunden habe, aber leider drüber gedraht. Und dann ist der nächste Step zu den Krokodile. Don't disturb me again, unless you've seen Migo. Recall the madman who attacked you on the beach and say you may have seen him. You have seen him? Tell me, where was he? Tell her the truth. You met him on the beach, but he had been transformed into something not altogether human. He attacked you and died as a result. And you're very sure it was him? Hand her his ring as a proof. Aber dann willst du den gar haben. I am certain. How do you know? Der Ring ist gut. Er gibt Restoration. Whatever. Hand her the ring as proof. The ring sits heavily in her hand.
Her fingertips droop under its weight. Ich bin and zu it seems gut. about to fall to the ground when she grasps it tightly and holds it to her breast. He was my father. Question how she could have kept her own father imprisoned here, or say, I am terribly sorry for her loss. This can't be. You said he was upon the beach, yes? I need to have a look myself. This simply can't be. She stands stock still with her eyes closed for a moment, then turns away without another word. Habe ich gesagt, wir gehen zu den Schildkröten? Natürlich nicht. Wir gehen zum Strand. Tja, schau, da hat irgendwer einen Haufen Leute umgebracht. Wie das wohl passiert ist? Muss ein Unfall gewesen sein, wenn man sich das da oben so anschaut. Ist sie jetzt wieder aufgelaufen? It's time to accept reality. Die ist original wieder zurück aufgelaufen, oder? Jetzt hat sie den Weg gefunden, ist aber komplett im Kreis gelaufen. Ich meine gut, sie hat gerade eine schlimme Nachricht gekriegt, da kann man schon einmal verwirrt sein. Oder so. Oh, Fisch. Vielleicht komme ich noch einmal an den Ring ran, wenn wir zum Strand gehen. There might still be a chance. What did they do to him? What did they do to him? Leave me be. Leave. What did they do to him? Ah, damn it. Zu gutmütig gewesen. Okay. Krokodile. Teleportationshandschuhe. Let's go. Nein, ihr kennt sie. Aber es bringt mein Ring wahrscheinlich auch nicht wieder. Ich befürchte, der Ring ist weg und das ist schade drum, aber hey, whatever. Man, rein vom Value hat sich's wahrscheinlich nicht ausgezahlt, aber vielleicht hat sie ja Value, ein guter Mensch zu sein. Oder ein guter Untoter. Ich hasse den Move von den Viecher. Aber was willst du machen? So. Wir wollen auf jeden Fall einmal encouragen. Und dann drauf schießen. Zap. Nice Move. Was kennt das sonst noch? Zumindest aus der Slow Area außergehen. Ja, Freies Beileid, bitte lass mich von dem Bild diese schmerzvollen Erinnerungen befreien.
Okay, das ist das Special Krog und das sind die 2 Standard Krogs. Wir gehen einmal vor. Schläfern das einfach einmal ein. Dann kann ich noch bis daher gehen. Na, kann ich nicht, weil ich habe nur noch einen Point gehabt. Egal. Fehler, wurscht, wollte ich eigentlich nicht so machen. Passiert. Whatever. Das Vieh geschlaft. Soweit, so gut. Target is too far. Jetzt geht er erst recht wieder vor in die Slow Area eine. Egal. Da drauf schießen. Zap. Perfekt. Hat auch kein Physical Armor mehr. Immune to Bleeding. Schon doof, ha? Okay, so. Dann werden wir als erstes einfach auf das losgehen. Let's go DPS. Wir zünden Adrenalin, dass wir gleich noch einmal weiter reinhauen können. Jetzt kann ich entweder Flurry machen, Quick Attacks 4 bis 5, 3 x 4 bis 5 oder ein Sneak Attack. Ich glaube, dass in dem Fall Flurry wirklich besser ist. Ah, Flurry kann backstabben, wenn man Dolche verwendet. Gut zu wissen. So. Next. Is... Target is too far. How? How is this target too far? Zap, knocked down, da kennt man nix. Mir gefällt, wie das gerade Spaß macht. Ja, aber es funktioniert jetzt auch viel besser, oder? Also, genau das ist es halt. Jetzt funktioniert das Ganze halt auch einfach. Ich meine, das sind easy cheesy Gegner. Aber ich weiß halt noch, wie ich mich letztes Mal mit den 3 Krokodile und ich glaube schon 2-mal Wiederbeleben Schriftrollen durchgekämpft habe. So, das da drüben wird jetzt dann einmal drankommen. Halb so wild, würde ich sagen. Da drauf wird mit 2 Armor Points kosten. Nicht Armor Points, Action Points. Okay, passt. Zap. Executed. Genau, Execute. Ich krieg 2 Action Points. Dafür haben wir das geskillt. Dann holen wir uns da einen Korps außer. Und einfach vorgehen. Im Grunde genommen kann nicht viel passieren, würde ich mal sagen. Restoration brauchen wir jetzt nicht unbedingt, aber kann man ja noch, bevor der Point nichts macht, kann man es ja verwenden. Einfach gleich weggesprengt. Okay, das war von der Range ein bisschen schlecht geschaut. Egal.
kommt halt noch einmal dran. Gehen Sie sich löschen. Also ich würde sagen, das hat overall ganz gut funktioniert. Ich bin zufrieden. Ah, die Water Essence wollte ich nicht. Okay, aber mit Shift kennzeichnet das beim Looten eh nicht als Ware. Lockpicks, Bloodstained Journal. If the rules are true, I'll be rich as an ancient. Can't expect less from a king's vault or even one on a prison island. If it's anything like Silverglen jails, getting out will be easy as getting in. They'll take any sorcery these days and that's easy enough to fake. Landed, found a good mark right away. Says his good teleporter spell can filch easy enough, just I'd escape with him. Far be it from lead a stranger to our gold though. So close, I can almost smell it. The vault ought to be just outside the prison. If I can believe Barbara, her map's my golden ticket. I see it behind my lids when I close my eyes. Und der Korps macht viel Blut für Leech. Nicht nur für Leech, und für Elemental Affinity. Weil für Necromancy Spells ist die Elemental Affinity Blut. Also wenn da Fane in Blut steht, dann kosten die Necromancy Spells 1 Point weniger. Voll nice. Und ja, das mit dem Korps, das habe ich davor nicht einmal gewusst, dass der beim Explodieren so... Also... Damn! Und deswegen auch das... Ich weiß nicht, ob du da vorher schon da warst. Deswegen sind Elfen in dem Spiel auch die beste Necromancy-Class. Nämlich wegen Flash Sacrifice. Weil du halt instant in Blut stehen kannst. Ich meine, im Grunde genommen sage ich so, gell? Bevor ich kein Blut habe, kann ich ja sonst immer noch... Kann sie ja trotzdem sie einfach machen und ich kann mich mit dem Fane einstellen. Ist jetzt nicht das Problem. So, die bringen ihm zwar nichts, aber er kann sie ja anziehen, der Optik wegen. Early memories are overshadowed by a terrifying death. A tempest of teeth, scales and snarls. You never imagined it would end like this. Intestines geben keine Memories. You are ever sodden, ever sandy. The smell of guts and sea waste cling to you like a ghost. You sought freedom, the life of a seaman, but you didn't find it. So, Bloodied Arm, da haben wir noch was. Sie kann halt Skills über das lernen, deswegen zahlt sich's aus. You feel excited. A new environment to explore, new people to meet, new challenges to overcome. Who knows what could happen here? So, genau, da oben war noch dieses Zwergenskelett. Teleportation, ganz wichtiger Skill. Auch sehr gut, dass wir den gelernt haben. Über die Handschuhe halt kriegen. Aber mit Teleportation kannst du halt echt so viel machen. So, da haben wir jetzt eine Kiste. Kiste. Gibt es jetzt natürlich mehrere Möglichkeiten aufzumachen.
Und es gibt auch eine cheesy Möglichkeit, also man kann es knacken. Man kann draufhauen. Wenn man aber draufhaut, dann beschädigt es die Durability von der Waffen. Und der cheesy way ist wohl, wenn das nicht gepatcht worden ist, ja genau, es ranged zu machen. Also, man kann eine Kiste theoretisch einfach aufschießen. Keine Durability-Probleme. Wie viele Lockpicks habe ich momentan? 2. Ich werde jetzt wirklich aufschießen, um mir das Lockpick zu sparen. Und nachdem ich jetzt ein Teleportation habe, werden wir jetzt dann dorthin gehen, was ich schon am Anfang vom Stream gesagt habe, was ich bisher übersehen habe, obwohl es eigentlich genau vor meiner Nase war. Ah, Rain. Woodchopper. Bringt mal Rain etwas. Ich glaube jetzt nicht wirklich. So, ich wüsste jetzt nicht, was ich mit Rain groß machen könnte. Ah, wobei Effects Unknown, dann wird das aber gleich mal gegessen. Deceased blocked by physical armor. Interessant. Wieder was gelernt. Rain. Create a spreading water surface which douses fires. Set wet status on characters in the area. Requires Hydrosophist 1. Ich glaube, der Mushroom war viel wert, ja. Aber nach dem Effects Unknown werde ich den, auch wenn er einen schönen Wert hat, trotzdem erst einmal essen. So, das einzige eventuell will... Machen wir einen Safety Save. Aber ich glaube, das war ja die Quest von dem, da runter zu gehen. So, what's the news? Tell Gavin you have the teleporter. Well, I certainly got lucky with you, didn't I? The way out's nice and secluded. It starts in a little hidden alcove on the beach. Give me your map. I'll show you where to go. And hurry! Not a tick of the clock to spare. Gott, der hat ja einen Stress. Jetzt chill mal, Junge. Wir haben noch andere Dinge zu erledigen, nicht nur dein Teleporter-Dingens-Gedöns. Ich glaube wohl auch, die ganze Welt dreht sich nur um ihn, hä? What's this? I found something. Genau, so, das können wir da mal aufbuddeln. Also das war nicht das, was ich gemeint habe, was right in front of my eyes war und ich voll übersehen habe. 5,3 und er hat da 2,7. Momentan ist Physical Armor mehr wert. Und der Bogen macht 5 bis 7. Toy Crossbow macht 7 bis 8. Plus 1 Finesse, plus 5 Accuracy, minus 1 Movement. Warum sollte ich in dem Fall den Bogen nehmen? Schreiben Sie da Damage an?
Damage. 10 bis 11. 8 bis 11. Ganz ehrlich. Den Bogen verkaufe ich. Also, definitiv. Wizard Armor verkaufen wir auch. Und die Axt verkaufen wir auch. Come. This way, in the back. Follow me. I wonder where this leads. So. First things first. Und da blitzt's jetzt schon auf. Also, kann mir nicht erklären, wie ausgerechnet mir das passieren hat können, dort etwas Leiterähnliches zu übersehen. Also, geil und no, normal habe ich für Leiter ein Auge. Ah, okay, da haben wir jetzt noch einmal Haste gefunden. Und was haben wir da? Magical und Scale Gloves. Plus 1 Telekinesis. Passiert jetzt sonst nie. Vielleicht bist du schon müde. Es ist... ich würde sagen, nachdem er Front ist, kriegt er die guten Handschuhe und er kann die schlechten anziehen. Ja, auf jeden Fall kann man da rauf. Da ist halt die ganze Area. Small whimpering sound from behind a basket. You peer behind it and find a small human child holding her knees and trembling. Gently ask the shaking child what's wrong. The Ich bin ein child netter cries Untoter. and seems comforted by your presence. She looks up at you with curious eyes. Ask if she needs a hug. The child nods and reaches up to you. As you hold her, her breathing grows slow and calm. Her wet face is damp on your neck. She lets go and looks up at you with a small smile. Thanks. You're nice. You can have this. I found it outside, but I can't read it yet. That's next year, and then I'll learn it. She nestles back into her spot on the ground and starts tracing figures. A little family in front of a house in the dirt. Schade, hätte sogar da Lockpicks zum Verkaufen, die junge Dame. So, was hat sie mir da jetzt angegeben? Wahrscheinlich das Scroll, oder? Wenn sie sagt, was zum Lesen... Grab a bottle of arrow. Ein Skillbuch? Würde ich jetzt nicht sagen. Wird irgendein Scroll gewesen sein wahrscheinlich. Go! Get out! You are not welcome here. Go, man-pig! Das ist aber halt auch unhöflich, gell? Sorry. You do nothing wrong. Please. Please. Where is she? You go with us. Who are you? Are you from the shelter? She says nothing of another. Fire, alas! She is so late! Lie and say us. You are meant to go with them. She leans forward and smiles. Beautiful news, dear one. But you hear from Magister Atusa then? She is due here hours ago, and we hear nothing. We're afraid to stay, afraid to leave. Ask if she knows where exactly Atusa is meant to take them. She says there is a shelter in the marshes outside the fort. She says she brings us there first. She knows a safe path. We wait for a boat,
And then we go. Wherever we make a new home. Kannst du nicht nach Reason sortieren? Danke für den Tipp, werde ich gleich schauen. Soll ich ihr die Wahrheit sagen, dass die Atusa tot ist? Die Rumlügerei hilft ja auch keinen. Say of some bad news. Atusa has been found up by some high-ups and killed. I see. I see. We hope for nothing then. We wait for nothing. I like to be alone now. Aber es bringt halt auch nichts, wenn sie da weiter hofft. So, recent. Sort by last picked up. Ja, dann muss es ein Electric Discharge Scroll sein. Das ist das Einzige, was dann Sinn macht. Weil da habe ich so sicher schon lange keine mehr gelootet. Und wenn die jetzt dann da demnach soweit ist, dann kann es eigentlich nur das sein. Can you feel it? Can you feel the darkness approaching? Confirm that you too sense a troubling presence. Oder ask what she's talking about. What darkness? Frag mal, weil, keine Ahnung. It is as if I'm being chilled from the inside out. I have become ice, frozen by an unimaginably black shadow. Ich hab gerade eine Idee gehabt. It threatens to consume me. It threatens to consume all. Vielleicht kann ich meine Formation besser machen? Weil momentan sind wir so komplett auf einen Haufen. Was ist, wenn man das macht? Use positions at the start of combat. Was, dass man ein bisschen mehr Abstand hat. So, für Kampf beginnt, Gegner kommt direkt mit irgendeinem Area Skill daher. Okay, meiner steht trotzdem ganz vorn, weil ich ihn selber steuere. Aber dann sollte man vielleicht wenigstens... Wie stellt sich das da? Okay, ganz weird. Na, sie bewegen sich. Ich bin gespannt. Eventuell, dass dann einfach zu Beginn vom Kampf die Positionen eingenommen werden. Und das werden wir jetzt herausfinden, indem ich jetzt einfach noch einmal das mache. Wobei theoretisch bin ich Emily, aber aus Prinzip machen wir jetzt einmal das. Zap. Dass es vielleicht beim Rumlaufen wäre es ja eh egal. So, da kommt jetzt ein Kampf, so viel weiß ich ja wohl schon. What's happening to these turtles? They're transforming. Ja, genau. Also, natürlich jetzt sind so... Aber es ist... Sie nehmen genau die Formation ein. So. Wir haben da eine kleine, wir haben da hinten noch eine kleine und wir haben da eine große. Ich glaube...
Void Ancient. Die Ancient ist als nächstes dran. Werde ich Sibyl wahrscheinlich mitnehmen müssen, oder? Ja, wobei, wenn ich so target... Okay, so, zuerst einmal Shield. Zap. Bam! Knockdown. Perfect. Exactly as planned. Komme ich da mit einem Pull Rush hin? Na. Wir werden einfach vorgehen. Wobei, na, die ist tot. Zap. Wenn du das Hackel raus tust, laufen sie wahrscheinlich über die ganze Zeit so mal. Glaube ich nicht. Aber können wir dann auch noch probieren. Können wir dann ja gleich noch einmal probieren. Ich glaube, dass das dass beim Rumlaufen meiner automatisch halt vorgeht. Also der Fein. Das macht 7 bis 9. Target ist too far. Dann machen wir einfach das. Zap. Dann ist es ein Guaranteed Kill im Grunde genommen. Dann gehen wir noch da hinten her. Es macht wirklich mehr Spaß, wenn man eine gewisse Kontrolle über den Kampf hat. Also, wenn man das ein bisschen steuern kann, was da passiert, Crowd Control Abilities einsetzt, das macht einfach mehr Freude. Ich bin mir sicher, es werden trotzdem noch Kämpfe kommen, die was nicht so easy cheesy laufen wie jetzt gerade. Aber hey, momentan haut's so weit hin. So, du meinst, wenn wir das außer tun? Swallowed too much seawater by the looks of him. Foolish to attempt an escape by sea in these waters. Das ist wohl auch ein bisschen, ist überhaupt genug Platz-Thema. Vielleicht machen wir eine kleinere Formation. Zap. Ne, aber eben, also zumindest außerhalb vom Kampf bleibt der Fein einfach vorne. Also wenn ich es so mache, entsteht halt genau die gleiche Formation. Beziehungsweise, was heißt, bleibt halt vorne? In dem Moment, wo ich sage, ich steuere den Red Prince beim Movement, tauscht sich's eh durch. Aber der, den man steuert, der bleibt auf jeden Fall einmal vorne. Und das tun sie aber, denke ich... Ja, die Formation nehmen sie wohl trotzdem ein, auch wenn das mit Combat da ist. Das heißt, jetzt müssten wir 3 mit 1 seitlich erreichen. Genau, ja. Also, die Formation nehmen sie so oder so ein, halt mit dem Change von wegen der, den du steuerst, geht out of combat ganz vor. Ich glaube, dass so eine Box eh nicht verkehrt ist, weil ein bisschen mehr Abstand, als wir davor gehabt haben, einfach falls der Gegner mit einer E startet.
aber halt nicht riesig weit auseinander und dann sollte es schon hinhauen. A concise pamphlet on how to effectively combine length of a string with a stick, club or a branch in order to create a bow. The length of piece of string is unspecified. Pick up and then two words. So, da haben wir jetzt wieder eine Kiste. Ich gönn mir da jetzt original noch einmal das Aufschießen. Ich sag's ganz ehrlich, ich will das schießen und mir das Lockpick sparen. Wobei, ich kann noch was anderes probieren. Ah, mal schauen. Haha, das 16 Damage gemacht. Ich habe mir übrigens, es sind nur Crab drin. Ich meine, die Wizard-Armor kann man verkaufen. Ich habe mir übrigens auch ein Video angeschaut, was der wohl stärkste Bild im Game ist. Und das ist halt Cheese pur. Weil das ist halt wirklich Barrel Mancer heißt's. Aber ich lese kurz das Diary. First night here. Don't seem like it will be too bad. Found some required to sleep. Brought enough dry bread to last me. When all this blows over, I'll be happy to say I survived it in comfort. Group of dumb brutes shook me down from my bread. We'll have to get smart if I want to eat. Met an old fisherman named Red. Taught me how to make a net. Red's gone. Dumb brutes took my net. At least the meanest one took in the night. Getting hungry. I always was a strong swimmer. Waters around here are pretty glassy. Can't be much more than a few miles to shore, can't it? Barrel Mancer läuft im Grunde genommen darauf raus, dass wenn man es aufs Extremste pusht, also auf wirklich was geht, dass man sich so eine unzerstörbare Kiste sucht, wie sie da oben war, dort dann einfach immer weiter Zeug rein tut, andere Fässer, Zeug. Wichtig ist einfach nur Zeug, um das Gewicht zu erhöhen. Und dann die Kiste mit Telekinesis über den Gegner drüber schmeißen, weil je schwerer die Kiste, desto mehr Damage. Außer das ist in der Zwischenzeit gepatcht worden, das Video war jetzt nicht mehr neu, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das geändert worden ist. So. Ich sag ganz ehrlich, ich habe den Kampf schon einmal gemacht. Das ist da ein bisschen weil der Bereich da vorne, wo dieses grüne Ding ist, viel enger ist, als er wirkt. Also der ist gameplay-technisch nicht optimal gelöst. Normal nicht, die Entwickler sind ja eher aufgeschlossen für kreative Lösungen. Ja, normalerweise ist es wohl auch so, je schwerer eine Kiste ist, desto schneller wird sie, glaube ich, auch dann zerstört. Aber das Problem sind halt eben diese goldenen Kisten, die halt unzerstörbar sind, die was du halt einfach wirklich beliebig oft über einen Gegner drüber fotzen kannst, bis er halt tot ist. Naja, wenn wir schauen, dass wir sie ein bisschen herkriegen, den Ivan da oben platzieren. Sie müssten leider hinten rauskommen. A moment's pause. I had Let's go, was wird denn sein, wenn nichts ist? Wir haben ein Safety Safe, es kann ja nichts schief gehen. Where are you planning to go, Elf? You've already wrecked the ship and butchered the crew.
No. They kill themselves when they steal my spores. I warn them they are volatile. Now I warn you. Tell me where they send the rest, or more Magisters die. Make your presence known. Ah. Planning an ambush with this scion, were you? Not toward the cornered elf. This was hardly an ambush. The witch don't fool me. She's wrecked this ship by herself. With a collar on. I tell you, I am no witch. The spores do this. If I do not find the rest... Store the elven hedge magic. Weren't much use when we flooded your forest with death fog, were it? Okay, will sterben. Lucian said it was a necessary evil. Me? I was just sorry we didn't get the lot of you. Immer diese Rassisten. I try to give you a chance. More than your divine order give mine. Oh, sir. Her armor! The scion twitches in sudden rage, and her armor uncoils, as if made of living vines. Die Rüstung schaut aber echt cool aus. Zumindest die, was sie da unten als Hosen anhat. No more chances. Let's go. Ob der Ivan da nicht ein bisschen weit weg ist. Ne, wobei, na, das passt schon. Ich habe einen Plan. I have a plan. So hat schon der Rocket einen Plan gehabt. Ihr waren. Ouch. Goddammit. Wir schmeißen den mal dahinter. Okay, so, was haben wir da? Ich würde sagen, wir haben da einen, der ein Schild kassieren will. Und dann einfach mal umgeworfen wird. Weil dann tut er weniger. Und dann haben wir da einen, wo wir drauf schießen können. Critical Hit! Nice! Und dann war ja fast interessant, ihn einfach das aufzuhauen, weil dann ist er geslowt auch noch. So. Sie kann da einfach gleich Full Damage drauf machen. Ja, wir schauen einfach mal, dass wir den wegkriegen, oder? For the start. Nice. Oh, schon wieder geslowt. Probiert näher zu kommen, der Knub. Anfänger. So. Dann können wir den nicht bullrushen. Genau das, Money. Das ist da das Problem an der Schiffsarea. Die ist da halt irgendwie vom Design total komisch eng, obwohl es ausschaut, als wäre voll viel Platz. Das siehst du auch da, wie meiner jetzt da durchs Blut so rübergehen muss. Ich meine, es ist jetzt nicht so tragisch, weil ich kann mit einem Point da hergehen. Es ist immer noch blockt, der Path. Okay, dann gehen wir halt noch weiter her. Dann gehen wir am Anfang einen Sucker Punch. Hauptsache er legt sich noch einmal her. Und dann... Ja, machen wir auf ihn Damage. Was gefinisht ist, ist gefinisht. Aber ich glaube, das schaffen die Baden ganz gut. Das heißt, wir können da weitermachen. Dann machen wir als nächstes mit dem Hund weiter. Haste.
One additional. Hauen wir zuerst einmal drauf. Zap. So, und jetzt mit dem einen werden wir die Sibyl mit Physical Armor versorgen, dass ihr weniger passieren kann. Safety first. Ja, es steht da locker durch. Ja, eigentlich müsste es sich hinter ihn weil so gibt es halt keine Crits. Egal. War jetzt nicht besonders guter Damage. Vielleicht wäre es sogar echt gescheiter gewesen, da anderen in den Rücken reinzugehen. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Miss? Miss ist ja uncool. Braucht irgendwer Heal? Ist das eine gute Idee? Er hat noch einen Turn Decaying. Wurscht, man muss Dinge ausprobieren. Er hat Decaying drauf, das heißt Restoration sollte ihm Damage machen. Ja. Ich liebe es. Ja, dann gehen wir einfach in die Richtung. You're not trying to escape, are you? Executed plus 2 Action Points. Nice. Ui, da hat wer kein Physical Armor mehr. Path is interrupted. Das habe ich befürchtet. Das ist aber tolerierbar, würde ich sagen. Was hast denn du vor? Oh. Blinded. Jetzt können wir sie niederbullrushen auch noch. The elf murmurs, stroking her armor as if soothing a wild beast. It is incomplete and made, it seems, from the vines themselves. Ah, ihre Rüstung schaut echt cool aus. The spores grieve. They wish only to create, not kill. This is why they grow armor from the vines, do you see? To protect me. It is the Magisters who destroy, who separate the spores, anger them. Reassure her, the Magisters got what they deserved, die allein schon wieder eine geredet hat. Sad thing, even so. The spores are creation magic. So old even we scions forget. I find them. Hope they can restore the ancestor trees lost in the war. But the Magisters chain me and send my spores away. For study. And in wrong hands. She gestures at the entangled corpses, vines still spattering gore onto the deck.
Ask where the spores had been sent. The ship docks at the mainland before this island. Where exactly I do not know. But I think the armor does. The presence within wakes. It wants to be whole. Perhaps then it truly speaks as the ancestor trees do. I find its spore mates and see. Tell her you want to help. You help enough. My armor guides me now, and it is eager to be gone. I hope one day you visit my homeland, where the ancestor trees bloom once more. True brew earth tongue. Used to read and learn about crafting. Kostet nicht viel, vielleicht ist ja was Nützliches dabei. So. Read. The invasive earth tongue mushroom migrated from the isolated peaks of Ufurgoa and has been slowly... What the hell? Warum? Warum greift ihr mir jetzt an? What the... Ich hab keine Ahnung, was mit... Path is interrupted. Ja, dann bleibt eh nichts anderes übrig, außer Position zu beziehen. Also ich kann nur dazu sagen, ich wollte das nicht. Wie viel brauche ich für den Battering Ram? Noch 2. Das heißt, ich kann eher hoffen, dass das passt. Und das passt. I'll yield to none. Ich habe keine Ahnung, warum der mich angegriffen hat. Aber was willst du machen? So, was haben wir da? Graves of Contamination. Contamination Armor Set. The Heart of Contamination blossoms for complete set, boosting the armor level to 19. Toxic set flows through the wearer's blood, lashing out at attackers. Und so haben wir plus Constitution and Poison Resistance. Und Geomancer. Leggings und Boots. Wie der ganze Schwanz in der Rüstung drin ist. Ja, okay, gut. Dann looten wir da jetzt noch. A snarl of vines snakes upward from the corpse. After a moment, you realize the gruesome truth. They're not in... Take your leave. Mal schauen, was ist, wenn er da hergeht. A snarl of vines snakes upward from the corpse.
After a moment, you realize the gruesome truth. They're not entangling the corpse, but bursting from it. Reach out to touch them. Before you even registered the cool flesh, the vines lash around your wrist and drag you close. They pulse, tightening mercilessly, and release you, withdrawing sluggishly, as if sated. For now, Look at the vines closely. Something about them is familiar. the vines bear unmistakable signs of old elven magic, the likes of which science once used to make entire forests spring to life. Old Elven, dann lassen wir jetzt sie noch einmal schauen. A snarl of vines No. snakes upward from... Okay, passt. Okay. Die, was wir da niedergeprügelt haben, können wir aber looten. Nicht, dass sie was Interessantes hätten, scheinbar. Die muss doch davor schon wer geplündert haben, wenn da nichts drin ist. Irgendwer klaut da mein Loot. Die ganzen Gegner leer, hä? Lucky find. Shipwrecks Manifesto, das können wir uns gleich noch durchlesen. Ist da noch was drin? Hello, Plain Belt. Na schau an. Na schau an, das Equipment. Er hat ja schon richtig Armor. Vielleicht sollte ich es bei ihm nicht so übertreiben. Ich glaube, den Gürtel geben wir ihr. Bisschen aufteilen. 17, 9. Ja, ich meine, gut, ich kann mich eh selbst heilen. Ich meine, er ist massiv gerüstet, aber das wird schon passen. Diese Spores tun wir mal im Backpack, dass wir sie nicht verkaufen. Das kann verkauft werden. Parchment und Sheet of Paper kann man, glaube ich, zum Craften ganz gut verwenden. Das kann weg, das kann weg. Das kann dann auch weg, aber vorher lesen wir es noch durch. Und das Schild kann auch weg. Sucker Punch ist cool. So, ich will meinen Sucker Punch behalten und dann haben wir noch einen Arm. So. Ah ja. Handelswaren kann man nicht lesen. Warum auch immer. This map is description bound for Fort Joy. One name is circled with notes scribbled in the margin. The hyena. This elf is trouble. Courses have a scion. Has some strange spores. Very angry when confiscated. Sending 3 samples back for further research. 2 to Blackbeards, 1 to Arcs. Keep the remaining 2 for Alexander. Assassination Contract. Achso, das ist der, den brauchen wir auch nicht mehr. True Brew, Earth Tongue. Invasive Earth Tongue mushroom migrated from isolate peaks of youthful Goa and has been slowly crowding out the native mushroom species. However, this badly translated recipe explains how to squeeze into a potion bottle, insisting its nutrition some redeeming quantities. Brauchen wir auch nicht. Irgendwas haben wir gerade noch gedacht. Ich weiß gerade nicht mehr was. Irgendwas haben wir noch gedacht. Ah ja genau, mit ihr wollt ihr doch noch die Hand essen. You see it all. The tallest of the ancestor trees have been lost beneath swirling clouds of death fog. Nothingness. Emptiness. You sag to the earth, utterly lost, and then you feel it. Not all is dead down in the valley. Spores given off by the ancestor trees. The presence within needs to grow, and it will show you how. But first, you must learn to protect yourself.
you are not alone any longer. Later, the ship lurches as the Magisters laugh and take your spores. They think you are that easily parted that this cell will keep you. But the spores whisper even now. They will protect you. New skill, Trigger Spores. Speak a phrase that causes all nearby contamination spores to explode, dealing damage and releasing a poisonous cloud. Sieh jetzt nicht unbedingt das Value drin, aber warte mal, siehst du das noch? First Aid. Requires Huntsman 1. Das kriegt sie jetzt einfach. Und sie braucht dann glaube ich noch einen Slot, gell? Genau, so. Memory plus 1. Huntsman plus 1. First Aid eine. Heals target for 18 Vitality, cures crippled, knockdown, blind sense, bleeding, burning, poison, diseased. Ist doch perfekt. Warum habe ich Bea so lange überlegt? Sie hat ja schon einen Skill, den sie verwenden kann. Easy. Was für ein schöner Abschluss. Für heute, nicht fürs Game. Beim Game machen wir noch weiter. Aber nicht mehr heute. Quick Save. Richtiger Save. Stream Game. Override. Sure thing. Saving. Ja. Spät ist geworden. Habe ich überziehen müssen. Wollte den Kampf auf dem Schiff noch fertig machen. Ich würde sagen, basierend auf den Kämpfen, die wir heute gemacht haben, was zumindest bei den Krokodile einer ist, den wir schon letztes Mal gehabt haben. Die anderen haben wir bisher noch nicht gehabt. Hat es ganz gut funktioniert. Also ich würde sagen, zumindest initial funktioniert es mal besser als letztes Mal. Nächstes Mal wäre ich... Was weiß ich noch nicht. Ich glaube, ich wäre in der Elfenhöhle, da wo die blinde Elfin ist, da geht hinten ein Weg raus. Ich glaube, ich werde mir den anschauen als nächstes Mal. Oder ich stöber da in der Festung, in der Baracke, wie man das halt immer, da wo die Matches da drin sein, in denen ihren Haus ein bisschen rum. Ich weiß noch nicht. Der eine Typ mit seinem Teleporter, mit dem werden wir noch einmal reden, aber falls der diesen Fortschritt beenden will, dann vielleicht machen wir einen Safety Save, schauen wir, was passiert. Aber ich habe da auf jeden Fall noch Dinge zu erledigen, ich will die Area noch nicht verlassen. Aber ja, ich würde sagen, eben vom ersten Eindruck her, also was ich jetzt mit der Party im Kampf machen kann, es ist zwar weniger flashy, weil natürlich ist Pyromancer, was ich letztes Mal einfach genommen habe, weil ich mir gedacht, es ist irgendwie so eine Standardklasse für den Char. Und Pyromancy ist flashy, alles brennt, alles ist heftig. Es ist weniger flashy mit die Physical-Dinger, was wir machen, halt einfach niederprügeln und dann stunnen. Aber es funktioniert. Es funktioniert bisher und ich glaube, wir werden im Game noch früh genug auf flashy Spells kommen und das ist jetzt halt einfach, hey, es funktioniert bisher. Funktionieren ist gut. Ja, für morgen habe ich dem Heuschrecklich versprochen, dass wir Arena draften werden. Habe ich selber Lust drauf, werden wir morgen machen. Also morgen einmal kein Divinity, aber wenn es heute so gut gelaufen ist, morgen draften wir Arena. Sollte Arena zu kurz sein, weil wir zu schnell fertig sein, was ich nicht glaube, würde ich dann wahrscheinlich trotzdem Divinity weitermachen oder nicht, das entscheiden wir morgen. Zuerst wird Arena gedraftet, es wird eher ein reiner Magic-Abend werden und Divinity dann halt Mittwoch oder Donnerstag weiter. Das reden wir uns morgen aus, wie es ausschaut, wie es läuft, was die Tage so bringen. Ja, und damit würde ich dann jetzt sagen, ich sage vielen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein und wünsche euch allen eine gute Nacht.
träumt was Schönes, schlaft's gut und dann sehen wir uns morgen Abend zu Magic the Gathering Arena Draft. Wenn wir mit Draft fertig sein und noch zu viel Zeit haben, kann man ja was anderes machen. Aber auf jeden Fall initial machen wir Draft. Mehr als einen. Ich habe keine Ahnung, wie viel Drafts ich mal leisten kann. Finden wir alles morgen außer. Es wird spannend, es wird toll. Vielleicht gewinnen wir was, vielleicht fehlen wir nur. Wir finden es raus. Also, gute Nacht. Ciao, ciao, schlaft's gut und bis morgen. Baba. How am I gonna get over this?